gleich auf YouTube. Grüßt euch YouTube-Volk und grüßt euch Twitch-Volk. Ja, wir versuchen unser Bau fertigzustellen und ja, schlimme Bilder. Schlimme Bilder bei Deutschlands Hauptstadt Berlin. Ich verfolge das ab und zu noch auf N24 und musste heute erfahren, dass der Täter, den sie da gefasst haben, nicht der mutmaßliche Fahrer und Attentäter ist. Sie haben zumindest nichts dergleichen gefunden und der Täter müsste oder die Täterin müsste noch auf freiem Fuß sein. Darauf stellte ich mir die Frage, wie konnte der Täter, der den Truck gefahren hat, einfach so fliehen, einfach so abhauen, ohne irgendwie gesehen zu werden oder ohne dass man auf den aufmerksam wird? Das frage ich mich. Wie konnte der Täter einfach so spurlos verschwinden? Ich habe keine Antwort darauf. Ja, ich bin doch bei Twitch online, oder? So. Twitch hier mal aktualisieren. Bei YouTube weiß ich nicht. Normalerweise sollte ich aber bei YouTube auch online sein. So, Twitch hat für mich keine Anzeige, oder wie? Doch. Doch, jetzt. Nee. Diese offline. Was hat Twitch für Probleme? So, ich starte mal Twitch nochmal neu. So, jetzt sollte ich bei Twitch eigentlich online sein. Ja, jetzt hat es umgestellt. Jawohl. Oder auch nicht. Komische Sachen hier. So, probiert mir mal im Chat zu schreiben, ob ich jetzt online bin oder nicht. Weil die Twitch-Seite, die spinnt mal wieder. So, jetzt bin ich... Aber die Hälfte wird nicht angezeigt. Das kann doch nicht sein. Ach ja. So, nochmal aktualisieren. Bei YouTube sollte ich live sein. Hoffentlich funktioniert das. Also laut meinem Streaming-Programm ist das so. So, jetzt bei Twitch sollte eigentlich auch alles okay sein. Und bei YouTube wahrscheinlich auch. Also schreibt einfach in den Chat rein, wenn ihr da seid. Und dann weiß ich Bescheid. Ja, Berlin 2016 am 19. Dezember ist ein Terrorakt passiert. Es nimmt immer wie mehr Anschein, dass es wirklich ein Terrorakt war. Und er ist unschön. Und mir stellt sich immer noch die große Frage, wie konnte der Fahrer überhaupt nach so einer Tat fliehen? Wie konnte so einer fliehen?
Das stellt mich wirklich, da stelle ich mir wirklich die Frage. So, aber ja, da sind die Polizisten von Berlin ja schon dran am Forschen, wo, was, wie. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, wie man nach so einer Tat in so einem LKW einfach so aussteigen kann und weggehen kann. Das macht für mich einfach so von den Ermittlungsergebnissen her irgendwie keinen Sinn. Also das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Wo ist denn mein Licht jetzt? Ich finde mein Licht nicht. Ah, doch, da. Ich frage mich jetzt, ob man das Licht noch hier sieht. Ich glaube nicht. So, wenn ich das Licht jetzt so mache. Umso weiter dass ich unten gehe, umso mehr wird angeblinkt. Und wenn ich das jetzt so mache, ist der Punkt hier schwarz. Wenn ich das so mache, ist es zu hell. Hm. Oh, nicht so einfach lichttechnisch. Ja, ja, weiß ich, dass meine Freunde zuschauen können. Ja, Twitch hat mal wieder Probleme mit meinem Stream.
Wie sieht denn das aus? Sag mal. Na, sieht doch nicht schlecht aus. Na, die Umgebungsleuchte, die macht mir zu viel Leucht. Ja, das sieht doch schon viel besser aus hier. Das sieht mir doch schon viel besser aus. Grüß dich, Cyrex. So, hi. Wenn dir das Licht zu stark ist, Ja, ne? ich weiß, mache ich sehr dünkler. Das ist, ja, das hast du mir ja schon erzählt. Ah, okay. Ich meine, ja, es ist mir nicht zu stark in dem Sinn, sondern es soll ja schon hell sein, aber das Spektrum, also die Ausbreitung vom Licht, Ach so. das war das, was mich eigentlich gestört hat, beziehungsweise, Ja, damit kannst du das ja ein bisschen verringern. Also wenn du es dunkler machst. ja, oder ich nehme einfach eine andere Lampe, die nicht so einen Ausstrahlungseffekt hat. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus, was du da machst. Ich gebe mir Mühe. Aber so Lichteffekt technisch kriege ich es irgendwie noch nicht ganz so hin. Hier, diese 4 Tanks, die du da hast, ne? Oben, wo diese Ringe sind. Da kannst du die Farbe auch noch. Also ich glaube, du klickst da gerade auf. Ich sehe das halt ein bisschen später. Also da, wo die Männchen drauf sind. Ja, genau. Diese Container da, die kannst du oben, die Farbeffekte kannst du auch ändern. Also Das ist die. Container sind ja Triebwerke. Oder ja, genau, Triebwerke. Wenn ich irgendwie dazukomme. Der muss halt auf Gebäude bearbeiten gehen und dann kannst du das einzelne Objekt anklicken. Also Weil das gehört ja alles zu einem. Gehört alles zu einem Gebäude, deswegen. Oh, das war R. Du musst erst ins Intermenü rein. Ja, ich habe die ganze Zeit X gedrückt und habe gemeint, das sei doch eigentlich der Baumodus. Ah ja, genau. Das muss man noch drauf kriegen, also drauf haben. Alles, was du in einem Gebäude drin hast, halt immer in Gebäude bearbeiten rein. Jetzt kannst du dir da halt Farbe noch aussuchen. Stimmt. Ich weiß nicht, warum dass ich das Zeug immer rot mache. Wahrscheinlich bei mir ist rot die Lieblingsfarbe und bei dir wie groß violett. Ja. So, die wusste ich ja schon, dass ich die ändern kann. Das Objekt selber kannst du halt auch ändern, wie du da oben siehst, du hast ja mehrere Farbdinger da oben. Ja, aber die Farbe vom Objekt, muss ich sagen, passt zu mir, passt im Prinzip so. Ja. Ist nur im Prinzip die Düsenfarbe, die schon ein bisschen zu krass ist. Ja, gehst du jetzt weg oder nicht? So. Ja, heute war auch dein Schweizer Kollege da. Ja, ich hab ihn zu dir geschickt, weil er hat mich da gefragt, wieso laufen die Leute durch die Sachen durch, obwohl ja eigentlich was da steht. Ob das bei mir auch so ist, dann habe ich gefunden, ja, sollte ich mal fragen, du hast da bautechnisch mehr Erfahrung, ob du da was weißt. Aber das hat sich geklärt mittlerweile. Woran war es denn? Lag es denn, oder? Also ich frage jetzt so blöd auf dem Stream, damit die Leute auch mal Bescheid wissen, weißt du? Ja. Gucken auch gerade sehr viele zu. Bin glaube ich nur ich. Ja, laut
ich habe zwei Anzeigen. Oder Also YouTube eventuell. laut Twitch sind es 4, beziehungsweise laut meinem Weavebot sind es 2. Und ja, YouTube, naja. Aber das sind ja alles Aufzeichnungen, wo Sie anschauen können. Also daher willst du doch vielleicht noch was. So, Ja. wo habe ich jetzt mein Licht? Wo ist es? Auf jeden Fall ging es darum, da er so eine Art Marktplatz machen wollte und daraus quasi nur eine Straße hatte. Und dort hat er quasi mitten auf der Straße halt Objekte hingestellt und er wollte nicht, dass die Leute halt so da durchgebackt durchlaufen einfach. Und dann habe ich ihnen einfach gesagt, ja, dann mach aus der einen dicken Straße, machst du 2 Straßen und lässt ein bisschen Platz in der Mitte und da kannst du deine Objekte hinstellen. Das ist soweit die einzigste Möglichkeit, so dass keine NPCs da durchlaufen. Okay. Also durch die Objekte, die dann auf den Straßen stehen, so pseudomäßig. Das gehört doch noch nicht zum Gebäude. Wie? Von der kannst du die Farbe nicht wechseln? Finde ich ja doof. Du klickst auf das Gebäude, also im Stream wieder, klickst auf das Gebäude und du musst erst ins Untermenü rein. Ja, die Lampe, die ich auswählen wollte, die gehört noch nicht zum Gebäude, das ist das. Ach so. Und die gehört zwar ins Design her, aber die gehört noch nicht ins Gebäude quasi, ne? Weil ich da irgendwie wahrscheinlich vergessen habe, das Gebäude auszuwählen beim Bauen, aber ist ja nicht so schlimm. Aber ich merke schon, ja gut, seit wann kann man Feuer ändern? Ja. Doof. Jo, das sieht doch nicht schlecht aus. Hast du das Gebäude denn schon hochgeladen? Nee, ne? Nee, noch nicht. Ich dachte, ich mache das erstmal fertig, so dass es auch wirklich passt, bevor ich es hochlade. Ja. So, wenn ich hier Pause drücke, habe ich den scheiß Ton nicht, habe ich gemerkt. Ich finde das doof, dass man bei den Anzeigen da beim Shake nicht mehr schreiben kann als 2 Buchstaben Maximum. Sind das eigene Schilder? Ja, aber du kannst eben nur, also bei dem Schildformat kannst du nur eben Maximum 2 Buchstaben und sonst schneidet er die Buchstaben ab. Ja, ich wollte gerade nämlich schon sagen, irgendwas ist da anders. Ich bin so am gucken. Also auf die Schilder bin ich auch gerade wirklich am gucken. Fuck. So. Gerade auch erstmal gerallt, dass so selber kreierte Schilder sind. Ich muss mal schauen, ob das eventuell noch ein bisschen im Breitformat gibt, aber ich glaube, das war zu groß. Wo war das denn? Bei mir ploppt Steam immer auf. Online, offline, online, offline. Bei dir oder bei mir? Bei mir, dass du immer online, offline gehst. Ja, ich habe wahrscheinlich ein bisschen auch Probleme. Weil mein Twitch-Chat geht zum Beispiel momentan nicht mehr. Der hat Probleme, sorry, we were unable to connect the chat, reconnect in 2 seconds. Das kommt die ganze Zeit. Ach so, ich sollte vielleicht nicht Videos rendern, währenddem dass ich am Streamen bin, ne? Eventuell, ja. Habe ich vergessen, dass ich an Videos rendere. Naja, shit happens. Stream leckt ja nicht, oder? Nö, der läuft. Ja, also dann passt. So, cool wäre es, wenn die Sachen leuchten würden. Achso, ja, ich war ja danach dran. Welche?
Ja, die von den Raketen, also von den Düsen, da weißt du, die roten Ringe, wo ich jetzt hier habe. Aber das ist wirklich nur Farbe. Die roten Ringe, die leuchten doch oben. Ja, sehr schwach, aber. Also irgendwie. Ja, ja, ich weiß, es ist ja nur, also gehört zum Kontrast. Und da musst du halt eine knalligere Farbe aussuchen. Ah, nee. So. Ja, mach's doch mit Escape raus. Ist doch okay. Du hast es im Griff. Ich merke schon. Jetzt, welche Schilde waren das denn? Mann. Die sind alle zu groß. Ja, die da. Der ist aber auch zu groß, oder? Man merkt schon, ich hab's langsam im Griff, ne? Ja. Das aber auf jeden Fall. Ne, ist zu groß. Wie gesagt, hat man das da einmal raus, wie das da alles so funktioniert. Ja, das wäre größer. Das ganz fix. Ach, das passt schon mit den roten Schildern. Sieht speziell aus. Das passt schon. Genau, was? Hä? Achso. Hier sind die Effekte. Irgendwie fehlt da was, ne? Ah. Ja. Aber das Lichtsetzen ist extrem kompliziert nicht, aber extrem schwierig. Je nach Blickwinkel ist es dann nicht mehr mittig oder so. Ja, dementsprechend siehst du ja bei mir, dass ich da auch viel Licht benutze. Ne? Also damit es in der Mitte ist oder was? Wie bitte? Damit es mittig ist oder was? Nee, generell, um alles gut zu beleuchten, einfach. Einen schönen Effekt zu kriegen. Na, die kleine passt schon besser. Und die Düsen sind bestimmt auch laut, ne? Weiß Die ich ganze nicht. Zeit. Ja, Aber die große tut's aber auch, finde ich. ja für die große vielleicht schon, ja. Aber für die kleine ist es dann schon Ach so. ein bisschen zu gigantisch. Ja, ich sehe gerade nur, dass die Flamme bei der großen gerade drin war. Also Ja, die ja. große Ich bin ja da schon wieder ein bisschen woanders. Ich glaube, dass du aber auch bei Twitch das so einstellen kannst, dass diese Verzögerung, die du da hast, ne, verringert wird. Eigentlich habe ich es ja eingestellt, meinte ich. Also bei den Einstellungen habe ich, glaube ich, da die Einstellung drin. Ich weiß jetzt echt nicht. Vielleicht aktualisierst du die Seite und dann vielleicht ist es dann besser.
Es kann sein, dass manchmal so Delays drin sind. Je nachdem. Ja, aber teilweise hast du über 30 Sekunden schon, ne? Also, das ist schon, also 30 Sekunden Verzögerung teilweise. Ich glaube, das ist das Problem bei mir bei der Internetverbindung. Wirklich. Auf welchem Server bist du? Frankfurt, glaube ich. Frankfurt? Ja. Frankfurt? Okay. Meinte, müsste ich auf Frankfurt sein, ja. So. Monatliche Betriebskosten. Das Teil kostet ja noch, Mensch. So. Nee, bei 10 war das schon perfekt. Ach ja. Betriebsfehler. Den kann ich jetzt nicht ersetzen, ne? Was möchtest du ersetzen? Doch. Ging das jetzt? Ah doch, geht. Ja, die eine Düse da. Ja, soweit hast du es aber raus. Ja, Übung macht den Meister, heißt es doch, oder? Ja. Jetzt habe ich 2 hier. Na super. Doch nicht wirklich, ja. Habe ich jetzt die große noch? Groß, jo, passt. Ach ja. Und wenn du mal einen Fehler gemacht hast, hast du unten 2 Pfeile, ne? Kannst ja auch mal Da mit unten, denen da, ja. arbeiten. Wenn sie gebraucht werden. Wenn sie gebraucht werden, ja. Aber du weißt, welche ich meine, ne? Ja, ja, die unten neben dem Zeitere, also neben der Zeit und so, ja. Ja. Brauchte ich zum Glück jetzt noch nicht so. Es weihnachtet sehr. Die Kerzen, die leuchten. Und welche Kerzen? Ja, die Triebwerke. Achso. Ist mir gerade aufgefallen, sind gerade 4. Ja, 4 Stück, ja. Ach, der steht schon so, wie er muss sein. Cool. Na, sieht das... Merke ich gerade, dass sie unterschiedlich groß sind. Ja? Der ist weiter oben als der. Nee. Nee, das passt. So, jetzt müssen wir hier noch.
Ja, so passt's doch. Also Twitch leckt nicht bei euch, oder? Nö. Okay. Weil bei mir habe ich extreme Probleme momentan mit Twitch. So. Jetzt noch der untere. Ja. Ja, es ist nicht mehr so hell. Aber immer noch hell. So, jetzt brauchen wir noch. Boah. So schlimm. Ja. Entschuldige. Aber nee, ja, nicht dein Stream, ne? Aber generell heute viel gemacht. Ja, habe ich auch nicht so aufgefasst. Oh, das sieht aber geil aus mit dem Blau. Also, ja. Das sieht aber geil aus. Irgendwie? Guck mal, da setzen wir die Lichter auch unterm Boden. Sehr schön. Na klar. Kann man viel tricksen, ne? Ja, das musst du auch. Also wenn du jetzt könntest sagen, die Stärke des Lichtes, also vom Spektrum her, wenn du das einstellen könntest, müsstest du sie nicht so weit runtersetzen, weißt du? Du kannst zwar die Helligkeit beeinflussen mit der Farbe, ja, aber du kannst ein Spektrum nicht beeinflussen mit der Farbe. Also, du nimmst nicht so viel Spektrum weg, wenn du jetzt dunkler machst in dem Sinn. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ja, plus minus schon, aber wenn ich jetzt das Ding jetzt genau bündig auf den Boden Aber würde man, setzen, wäre, wäre das Spektrum hier unten gar nicht beleuchtet. ja. Und das ist, ja, sieht auch nicht schlecht aus. Nee. Aber ich sag mal so, du kannst halt viel damit machen, um einfach so es dunkler zu machen. Dann sieht das halt nicht so extrem überbelichtet aus einfach. Ja, das ist so, ja. Zum Beispiel das wäre jetzt zu extrem. Das ist auch ein komisches Blau, hey. Nimm die andere Farbpalette. Damit kannst du viel genauer sein. Hm. Also das Doofe ist, das wird nur aktualisiert, wenn du es sein lässt.
Ja, bei mir läuft der Stream gar nicht mehr, das ist ja cool. Doch, tut er. Ja, aber bei mir nicht. Also bei mir im Player läuft er nicht. Was, Twitch hat mal wieder komplett Probleme bei mir. Bin ich irgendwas am Downloaden? Moment. Nee, Uplay habe ich nicht an. Sonst irgendwas, was downloadet? Nee. Steam sollte eigentlich nicht downloaden, wenn ich am Spielen bin. Macht es auch nicht mehr. Ja, weil mir jetzt aufgefallen, wenn ich hier am Spielen, also wenn ich am Streamen bin und ich lade irgendwas noch runter, dann habe ich extreme Probleme mit dem Twitch bei mir, also mit dem Chat und so weiter. Zum Beispiel jetzt habe ich extreme Probleme, ich sehe keinen Chat mehr. Was benutzt du für einen Browser? Chrome, oder wie heißt der? Ja, der von Google im Prinzip. Aber lustigerweise vorhin, wo ich gestreamt habe, dort die kurze Session, hatte ich absolut gar keine Probleme mit den Chats. Das war das Interessante. Immer so, Firefox verbraucht ein bisschen mehr Leistung, also überhaupt, also mehr RAM-Speicher und. Ja, ich bin nicht so begeistert mehr von Firefox. Das ist Oder wenn du jetzt den Stream halt so offen haben möchtest, dann benutzt du den ganz normalen Edge-Browser, glaube ich, weißt du. den Internet Explorer meinst du? Also ja. Mhm. Weil der verbraucht sogar auch weniger Leistung als der Chrome. Okay. Mhm. Ja, ich bin im Prinzip immer davon ausgegangen, dass der Edge so ähnlich ist wie der Internet Explorer und der ist ja bekannt, dass er ziemlich anfällig ist auf Fehler und so Du weiter. öffnest ja halt nur Twitch damit, du machst ja jetzt nichts anderes damit, ne? Ja, das ja. Also ich sag mal so, Stimmt wenn so. ich stream, dann mache ich mir auch nur den Edge auf, weil der Firefox für mich da zu viel verbraucht. Das, was der Firefox mir da abzwackt, brauche ich für Planet Coaster. Ja, Und den Stream. ja, stimmt allerdings, ja. Wäre mal eine Überlegung wert, ne? Weil teilweise, wenn ich schon so sehe, der Firefox, der zieht mir fast einen halben Gigabyte RAM-Speicher. Und der Edge, der macht gerade mal, macht der 100 MB oder so. Gut, Höchstens. ich meine, der Edge, der wurde ja von Microsoft im Prinzip entwickelt. Also, der sollte rein theoretisch schon nicht ganz so viel Leistung ziehen. Der sollte schon optimiert sein, dass er leistungsoptimiert sein. Ja, ich bin sogar schon fast der Meinung, dass Windows extra die anderen Browser langsamer macht. Weil vorher lief alles mit dem Firefox und jetzt, seit dem neuen Update mit diesem Anniversary-Scheiß ist der Firefox nur am Abkacken. Aha, ja, das könnte natürlich strategisch auch sein, ja. So, jetzt sollte ich glaube ich wieder mit dem einen Fenster im Chat sein. Der Stream geht immer noch nicht und der VivoBot, der hat sich auch komplett verabschiedet. Ach nee, jetzt geht er ja. So. Nur noch. Ja, geht gleich weiter, ne? Mit dem Bauen. Passt. Also Steam hat bei mir glaube ich Probleme. Ja, da gehst du immer on-off. Das ist so ein Zeichen jetzt von schon irgendeiner. 10 Minuten. Das ist irgendein Zeichen von irgendeiner Internetbelastung, die ihm nicht so gefällt. Mensch, ist 23:02 Uhr. Nee, ist fertig. So. Das ist fertig. Gut, eventuell. Was? Intro-Templates.
The Walking Dead. Speichern. Schließen. So. Jetzt habe ich mal Sony Vegas geschlossen, weil der hat natürlich auch noch ein bisschen Leistung gezogen. Aber ich glaube, der regeneriert sich nicht mehr. Naja. Steam ist ja nicht so schlimm, ihr kriegt halt einfach die Anzeige oben, dass die Freunde jetzt zuschauen können. Wird eigentlich das Licht, was im Boden ist, wenn ich jetzt das Ganze von oben würde markieren, wird das Licht im Boden dann auch markiert? Das musst du jetzt mal ausprobieren. Und wenn, nee, das wird nicht markiert, glaube ich. Dann machst du jetzt Folgendes. Du machst gleich einfach mit dem Terraforming, machst du einfach ein Loch. Quasi da, wo deine komplette Struktur steht, bis die Lampe halt unten frei liegt. Und dann kannst du alles markieren. Ja, ich glaube, die ist sogar markiert, ne? Ich weiß es jetzt nicht direkt, aber Also wenn so, wenn ich das jetzt so sehe, scheint das ist auch aus. ja, und dann ist sie mit, ja, sie ist mit markiert. Oh, gut. Weil letztes Mal ging es nicht, wo ich es gemacht habe. Das kam eventuell mit einem Update dazu. Ja, doch, scheint. Blöder Mensch. Ja. Doch, scheint auch mit. Was bist du denn von Gebäude drin? Ach cool. Kannst ja wirklich jeden Scheiß machen hier. Ja super, jetzt hätte ich die Höhe gehabt. So habe ich keine Höhe. Mann. So augenmaßtechnisch müsste das jetzt auf der gleichen Höhe sein. Ne, das ist zu weit unten. Das sollte eigentlich so passen. Ne, der andere ist immer noch irgendwie heller beleuchtet. Bin ich da eventuell noch zu weit weg? Ja, könnte sein, ne? Doch, jetzt sieht's doch nicht synchron aus. so ein wie heißt so ein Spiegelungs Baumodus sollte es geben, wie es bei Space Engineers gibt. Da kannst du quasi sagen, ne, das was du auf der linken Seite baust, baust du spiegelverkehrt auch auf der rechten Seite. Ja. Also nicht ganz schlecht.
Aber das scheint jetzt... Ja, hätte ich heute auch gut gebrauchen können. Ja, bei der Mauer, wo du da gebaut hast, da vorne durch, ne? Habe ich mir auch gedacht. Konnte ich die vordere kleine Mauer noch erziehen. Ja, Aber auf der einen da hast du Seite den und falschen dann... Winkel drin. Jetzt heller oder dunkler? Was sieht besser aus? Und du bist sowieso ein Fan von dunkleren Effekten. Ja. Ich würde den dunkleren nehmen, weil deine Düsen schon etwas heller sind oben drüber. Ja. Also diesen Stand sieht man auch von 30 Kilometer weg noch. Jetzt sieht es aus wie ein Berg mit einem Feuer in der Mitte, tipptopp. Kann man so lassen. So. Ich neige ja immer dazu, beleuchtungstechnisch immer ein bisschen zu viel machen. Nein. Aber dann siehst du mal, wie viel Leben so ein bisschen Lichter noch in den Objekten mit einhaucht. Jo, jo. Das macht das Ganze ein bisschen Lebendiger auch. Ja. Genau, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Hm. Das gibt fast keine Beleuchtung her. Ne, die hat keine Ausstrahlung. Ja auch nicht, ja auch nicht, ja auch nicht. Ja, das Feuer schon, aber das passt doch nicht zu grün. Es gibt ja in der normalen Szenerie ja auch noch Lampen, ne? Es gibt ja nicht nur die Gebäudelampen quasi. Mal bei Szenerie gucken. Es wäre noch ganz gut, wenn man das Licht ausschalten könnte. Also so eine On-Off-Taste, wo du dann wirklich schauen kannst, wie sieht es aus, wenn es nicht leuchtet und wie sieht es aus, wenn es leuchtet. Was? Merkst du nicht wirklich viel Unterschied, oder? Ah. Ja, doch schon ein bisschen. Szenerie. Ah, die haben die da, ja genau. Aber die haben, glaube ich, auch keinen wirklichen Aus. Das war jetzt sehr intelligent. Die haben, glaube ich, auch keinen wirklichen Ausstrahleffekt. Die LED-Lampe? Ja. Doch, die LED-Lampe schon.
Also die, wo ich jetzt sage, die einfärbige Eventbeleuchtung. Wenn der Stream soweit ist, dann kann ich das gleich sehen. Da ist im Prinzip die Umgebungsbeleuchtung eigentlich effektiver. Vom Licht her. Ja, ich wollte halt nur anmerken, dass es halt noch ein paar andere Lichter gibt. Ja, Da das ist... fehlt aber echt, aber Licht, da fehlt echt noch ein bisschen zu euch, finde ich. Aber alles mit der Zeit. Da hat man einen Monat draußen oder so. Ja, sowas, ja. Ist das mein Licht? Ja, das ist mein Licht. So. Irgendwie. Nein, ich habe das jetzt abgebrochen. Deine Shops sind, also dein Shop ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mein Shop Grün, blau, rot, deine Shops. sind bunt, meinst du? Ja, Ja, das ist mal auch so ein kleiner Fehler von mir. Dass ich dazu eben neige, erstens mal zu viel zu machen und dann eben zu ja, bunt. sieht doch in Ordnung aus. Bei den Lasern wäre es schön, wenn man die Distanz ein bisschen reduzieren könnte, aber ich kann die Laser nicht weiter nach hinten setzen, sonst sind sie irgendwo im Nirgendwo. Das ist ein bisschen schade, Ja, die Laser finde ich auch schade. Die sollten länger sein. dass man da irgendwie die Distanz ändern kann. Vor allem, wenn ich jetzt die Laser nochmal irgendwie wollen ändern, das wäre eine Katastrophe, weil die zum Teil aufeinander liegen. Ja. Aber hat doch trotzdem irgendwie so einen Spezialeffekt, ne? Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. So, jetzt hat die Säure auch noch ein bisschen Beleuchtung. Ne? Und wenn du jetzt gut bist, ne? Ne, bin ich nicht. Gehst du jetzt in den Shop rein und schmückst den ganzen Shop aus. Ja, ich könnte es mir vorstellen. Oh je. Aber was soll ich denn dann da reinmachen, Mensch? Beleuchtung hat er ja schon. Lass So, dir was einfallen. dekorationstechnisch haben sie ja... Wir sollten auch mal ein bisschen mehr Kleinkrams da reinhauen. Ich meine, so, weißt du, solche Aber Sachen, noch mehr wo ins Detail gehen. so Seife passt. Helmständer. Nee. Das sind alles große Sachen, das ist das Problem. Laserscanner. Oh ja. Ja, natürlich. Ja, jetzt so ein Taster, wo du das Zeugs kleiner machen kannst, weißt? Das wäre noch nützlich. Was bist du? Kapsellader. Ist ja gar keine Kapsel da. Kaputt.
Das Ding macht hier gar nichts. Voll das Fake-Teil. Die Orbit-Kanone ist auch zu. Radarschüssel kennen wir schon. Kannst ja hier diesen elektrischen Arm, da gibt es so einen kleinen Mini-Arm. Oder ich glaube, so klein ist er gar nicht. Reparaturdruide. Den kannst du ja irgendwie Schade, dass der keine. in den Shop reinstellen, dass der die Pommes macht oder so. Keine Ahnung. Ich habe keine Pommes hier. Ich habe keinen Pommesladen hier. Das, ja, nicht den Roboter, sondern da ist so ein Greifarm irgendwie. Ja, aber ich glaube, genau. du kannst. Ja, den da. Genau. Du kannst aber auch mit der Kamera in den Shop rein, genau. Aber der ist schon zu groß irgendwie. Ah, okay, der ist doch recht groß. Ja. Ach ja, die lieben Probleme mit der Kamera. Ja, damit muss man aber leben. Ist so. Anders geht das gerade nicht. Nee. Ich bin ja schon froh, dass es überhaupt irgendwie geht. Nee, der bewegt sich verkehrt. Oha. Nee, passt auch nicht. Seifemülltonne. Ja, voll rein, genau. Seife-Bank. Damit sie ausschlafen kann. Genau. Nein! Der war so cool gestanden. Scheiße. Komm rein. Ja, oder das? Einfach mal ein paar Aliens rein, ne? Stimmt. Aber keiner, der schießt, das funktioniert. Das sieht doof aus. Ich will nicht wissen, was mit dem Verkäufer passiert, wenn es mal schlecht läuft. Na, das wirst du nur rausfinden, wenn du da arbeitest. Also habe ich, glaube ich, 2 gesetzt. Das ist der Street Fox. So, bitte aufmachen. Lol.
Ach ja, jetzt markiert doch nicht immer den scheiß Laden, sondern... So. Gut machst du das. Hä? Ach nee. So. Bitte schön drehen. Bitte schön in den Verkaufsladen kommen. Okay, das ist aber ein bisschen doof. Der steht gleich vor der Maschine. Dann hat der Verkäufer eine Ausrede, warum das nichts verkauft. Ja. Muss den weiter nach hinten stellen. Nee, warte mal. Aber ich finde es cool, dass man hier noch in die Läden noch was reinbauen kann. Das finde ich cool. Ja, das passt, da kommt sie noch durch. Die bleibt eh immer da vorne stehen. Wie sieht denn das aus hier? Das sieht so aus, als hätten zwei da irgendwie eine Geisel oder so. Da ist ein Gefängnis da, ne? Ja. Könnte ja auch sein. Oh ja, Twitch-Chat, liebe Leute, funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Also falls ihr über irgendwas schreiben wollt, versucht's mal bei YouTube. Aber das sieht nicht schlecht aus mit den Herren da hinten. Ich meine, weißt du, es muss ja einen Grund geben, warum das die hier und also warum das die draußen kämpfen, ne? Also von dem her macht das schon wieder Sinn mit der Geißel. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich... Das sind doch auch Aliens, oder? Also im anderen Shop machst du freundliche rein. Genau. Das sind die, ne? Passt. Und der grinst noch, ne? Wo hast du solche... Wo hast du schon solche Geiseln, die grinsen bei der Geiselnahme? So. Mit denen mal wieder zu, damit es keine Verwirrung gibt. Hahaha. Oh, der hat einen Bart, guck an. So, wo war denn das jetzt? Trooper-Schuss. Das sind Schießender und das sind Schuss und das sind Tippender. Nee. Das sieht ja doof aus. Das sieht doof aus. Kannst du... Die Freundlichen helfen der Geisel noch. Ja, von hinten sieht doch so aus, als würde der da irgendwas an der Maschine machen.
Oder nicht? Doch. Ja. Okay. Sieht man nur jetzt gerade erst im Stream. Da habe ich nur Menschen. Das ist ja doof. Wie ich sehe, hast du einen Follower bekommen. Habe ich einen Follower bekommen. Ich danke dir. Wer auch immer. Habe ich echt einen Follower bekommen? Ja, war gerade im Stream. Ich sitze ein bisschen zu weit weg jetzt von dem Monitor. Deswegen konnte ich jetzt gerade den Namen nicht lesen. Ja, passt schon. Könnte der Tony Klein sein. So, jetzt frag doch endlich mal den Schein. Tony Klein. 20, ja. Ich sehe das leider auch nicht im Bot-Screen. Drum, was Twitch jetzt momentan bei mir Probleme hat, verstehe ich jetzt nicht. So, der eine Chat wird zumindest mal geladen. Schon mal was. Aber angezeigt immer noch nicht. So. Ja gut, der untere Teil spielt eigentlich gar keine Rolle bei dem. Ob der jetzt in Dings verbuggt ist oder nicht. Weil das sieht man eh nicht. So, ich glaube, ich sehe den Twitch-Chat wieder. Die Frage ist, wie lange, aber ich glaube, ich sehe ihn. So. Ja, genau. Der Mensch, der hilft und der andere passt auf. Ach nö. Ich sehe, dass da das Ganze ein bisschen zu weit oben ist. Das stimmt natürlich mein Säurebecken nicht mehr und das auch nicht mehr. Ach nö. Ach ja. Das ist gar nicht mal so schlimm, dass die ein bisschen in der Luft schweben. Da kann man mit Terraforming gegenarbeiten. Ja, ich könnte natürlich das Ganze auch wieder runtersetzen. Aber das Problem ist jetzt, ich habe die Männchen schon richtig gesetzt und wenn ich die jetzt auch runtersetze, passt das nicht. Warte mal, was mache ich denn jetzt?
Ja, aber du musst mal überlegen, das wird ja nur ein Blueprint. Und die Leute müssen die Umgebung sowieso auf dieses Gebäude anpassen. Ja, oder das Also von Gebäude in den daher. Boden reinsetzen, das geht ja auch. So wie ich das jetzt Ja. habe, oder? Aber ich muss ja schauen, dass das alles mehr oder weniger auf einer Ebene ist, damit man das auch so hinbekommt, ne? Natürlich muss man... Ach, ich Idiot. Gut, die Säurebetten waren eigentlich absichtlich tiefer, aber die lieben Herren da, die waren eigentlich... Ups. Du solltest erstmal alles neu markieren und dann runterziehen. Ja, ich Auch wollte die Leute, eigentlich... Ich habe eigentlich gemeint, dass die... Ich habe eigentlich gemeint, dass... Also die, wo ich eigentlich jetzt hier hingesetzt habe, also die Leute im Laden eigentlich nicht bewegt werden. Und eigentlich, ne, das Ganze passt. Naja. Wie gesagt, ein Haus bauen dauert in der Regel 5 Tage. Der hat nicht recht gehabt. So. Gehen wir nochmal rüber zu unserem Kollegen darüber. Du bist schuld, du hast mich auf den Scheiß gebracht, die Einkaufsläden auch noch irgendwie zu bearbeiten. ja, ich sag ja nichts. Wäre da schon längst fertig. Nee, Quatsch. Ist das dann komplett fertig oder hast du da noch was vor? Mit dem Gebäude da? Was du jetzt gerade machst, ja. Ich weiß noch nicht, ich muss noch mal schauen, aber ich glaube ja, vielleicht beleuchtungstechnisch oder so, ne? Also Grünzeug finde ich irgendwie passt nicht ganz so in den Nee. ins Weltraum rein. Also ja, das was du gebaut hast, passt irgendwie schon, aber irgendwie jetzt hier rein, irgendwie noch Grünzeugs. So. Ups. Mein Hintergedanke ist natürlich, dass die Natur, egal wie fortgeschritten die Technik halt ist, trotzdem mächtiger ist als, ja, wie soll man das beschreiben? Als die Technik halt, ja. Das Future, ja genau, das was ich meine. Nee, das stimmt Und schon. in diesem Stil baue ich halt auch, dass die Pflanzenwelt das versucht einzunehmen. Also alles schön bewachst einfach. Ja, aber ich muss jetzt sagen, ein bisschen Grün oder zumindest Stein würde hier schon noch gut hinpassen. So ein brauner Sandstein. Ähm, Gibt aber auch kleine Steine, ne? Also es muss so große sein. ja, und sonst setzt man sie in den Boden rein. Oder so, ja. Aber vergiss nicht, du musst nachher noch die Wege vor den Shops machen, ne?
Also nicht du, sondern auch andere. Die müssen das wenigstens noch setzen können. Ja, Nicht, dass dann da ein Stein im Weg ist. dann mache ich das gleich mal. Du musst nicht immer nur mit dem Filter arbeiten. Da gibt es rechts auch einen Filter, ne? Ich meinte links. So Sorry. ein Suchfeld. Was soll ich da rein? Steine. Genau, und dann gehst du erst auf Natur und dann Steine. Das. Da ist ja so ein Baum abgebildet. Bei Anpassen da unten links. Ein Baum abgebildet. Aus der Mhm. Natur, da, ja, so. Ach so, ja, hast quasi zwei Filter. Einmal das Filtermenü, was du halt vorhin offen hattest. ja, und dann den Rater-Auswahl, wo du auf der linken Seite hast, den hast du gemeint. Genau. Ja, stimmt, so, stimmt, ja. Da kommst du ganz schnell zu den Sachen, wo du hin willst. Ja, das stimmt auch, ja. Irgendwo habe ich doch da... Wegstützen, ja, gebogene Gefälle, Wege mit Bordstein, Warteschlangen mit Gelände, Gelände an erhöhten Wegen, Wegen mit Gelände, das nehme ich mal raus. Also, Nee. hier die Wege, die musst du halt gleich nur als Test halt auch bauen, ne? Dass du halt weißt, okay, die Leute können das Gebäude halt bauen und können auch Wege bauen. Ja, dient im Prinzip dann auch als Ortsangabe, bis wohin kannst du bauen und so. Ja. Hi Sunlight, also der YouTube-Chat funktioniert auf jeden Fall und ja, also alleine gebaut, ja, die Elemente hat schon das Spiel zur Verfügung gestellt, aber das ganze Design und so weiter habe ich gebaut, ja. So. Aliens und Wüste, das passt auch immer ganz gut, finde ich. Ja, ich finde es einfach die Farbe braun von den Steinen finde ich einfach irgendwie passt gut zu dem Element. Also vom optischen Punkt her. Soll ja nur ein bisschen Betonung sein, nicht irgendwie. Was? Wow, wieso das hast... Da komme ich jetzt nicht nach. Wow, das verstehe ich noch. Wieso das hast auch keine Hobbys wie ich. Ich mache ja eine Art Geisterbahn im Berg auch nicht einfach. Nee, solche Sachen sind erst recht aufwendig, das ist so. Aber dein erster Satz, wo du da geschrieben hast, komme ich nicht nach, lieber Sunlight. Schön mit vielen Triggers arbeiten. Bei der Geisterbahn. Ja. Wobei, als was machst du eine Geisterbahn? Hast doch eigentlich gar keine Elemente, wo irgendwie erschreckend sind. Doch, dieses eine Vieh, was so... Ja, diese Tentakel-Dings da. Meinst du das? Unter anderem, ja. Finde ich jetzt passt nicht wirklich Ja zu. noch dieses eine
dicke Vieh, was dann so anfängt zu schreien ja, oder anzubrüllen und Wasser spritzt. Ein dickes Vieh. Okay. Naja, ich verbinde immer so Geisterbahnen mit Skeletten und, und so. Das andere empfinde ich mehr so als Abenteuerfahrt im Prinzip schon, auch mit Erschreckungseffekten, aber so mehr mit, ja, mit Abenteuer. Adventure-Touren so. Ja, also ich sag mal so, für eine richtige Geisterbahn, da fehlen mir noch viele Elemente. Ja. Ja, das passt. Soll ja auch nicht gegendbestimmend sein. Das soll Aber ich sag klein mal sein. so, wenn er davon ein Video macht oder so, kann er den Link ruhig posten, oder? Ja, Also, auf jeden Fall. sicher nicht, ne? Hast du gehört, Sunlight, wenn du, ja, wenn du ein Video machst oder so von deiner Geisterbahn, vielleicht auch noch, vielleicht Step by Step, so ein bisschen, wo man auch sieht, wie du Step by Step das zusammenbaust, kannst du das natürlich ohne weiteres uns dann zur Verfügung geben. Nee, also uns einfach präsentieren, beziehungsweise uns den Link geben, beziehungsweise Werbung bei uns machen, damit wir da ein bisschen reinschauen. Irgendwie so. Na ja. Tastatur geht kaputt bei dir, lieber Sunlight. Das ist ja wieder mal Pechsträhne hoch, weiß nicht was bei dir. Ich habe noch eine über. Und ja, dass du das nächste Video frei machst auf YouTube, das ist, finde ich okay, klasse. Mann, mach mal hier Pause. Okay, dann haben wir aber keine Musik mehr. Ah doch. Hat er ein Video oder was? Er hat nur gesagt, das macht er immer in seinen Livestreams und hat dann noch geschrieben, ich mache mal das nächste Video auf YouTube frei. Okay. Wahrscheinlich hat er Videos. Ui, da gibt es ja noch kleinere.
Mach YouTube auch mal auf. Dann sehe ich auch mal, was der Tun schreibt. Ja, das ist eine mit einem Programm und das geht nicht richtig. Die ist mit Touch. Nein, habe keine. Was? Und da hat sich irgendwie so ein nee, Grafikbug hat es nicht, aber... Er schreibt gerade, dass er keine Videos hat. Naja, wenn, kann er ja den Links posten. Wie heißt es? Wenn er es hochlädt, den Workshop-Link. Jo, genau. Der blaue Effekt kommt ein bisschen doof von der Lampe. Er macht dann das eine frei. Ja, ich glaube, das ist genau das, was er auch meint. Also mit dem Workshop, denke ich mal. Ja, nur keine Eile. Auf jeden Fall. Genau, Eile brauchen wir hier nicht. Und in der Schweiz auch so kalt? Draußen wahrscheinlich schon, ja. Ich muss zum Glück sagen, dass ich heute nur während dem Tag durch draußen war. Und da ging es eigentlich noch recht gut, also von den Temperaturen her. Wie mache ich das, dass ich auf YouTube und Twitch streame? Ja, indem ich mit meinem Streaming-Programm den Befehl gebe, auf Twitch zu streamen und auf YouTube gleichzeitig zu streamen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Open Broadcast auch möglich ist. Ob du da mehrere Verbindungen im Prinzip herstellen kannst. Ich benutze ja XSplit und da scheint es zu funktionieren. Auch wenn mein Twitch-Chat nicht Broadcast, da glaube ich nicht. Weil da musst du ja nur diesen Twitch-Schlüssel eingeben in den Optionen. Ja gut, Aber das geht dann darüber nicht. also ich muss natürlich auch, ich kann natürlich hier verschiedene Ausgabe-Varianten nehmen. Also warte mal, ich schau mal, warte mal. So, jetzt seht ihr natürlich irgendwie das Ganze dreifach, vierfach, fünffach. Und wenn ich hier jetzt bei Ausgabe gehe, habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, wo ich streamen kann. Und da...
Und da kannst du eine neue Ausgabe machen, wenn es dann will gehen. Will nicht. Geht wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt gerade am Streamen bin. Auf jeden Fall, hier hast du ja Möglichkeiten, verschiedene zu nehmen. Hallo? So, ja, ist okay. Verschiedene zu nehmen und kannst du quasi, ich könnte jetzt zum Beispiel auch gleichzeitig noch auf Facebook streamen. Das funktioniert. Und da muss ich halt auch jeweils die Angaben machen, wo man halt machen muss. Bei Twitch den Twitch-Key, bei YouTube halt den YouTube-Key oder wie auch immer. Muss ich schon auch, aber du kannst mehrere Ausgaben im Prinzip. Was Studio? Okay, so jetzt muss ich mal rumswitchen wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der TS gestreamt wurde. Glaube ich jetzt nicht, ne? Weiß ich nicht. Ja, ob der TS Wahrscheinlich nicht. OBS Studio hat er. Genau, okay, das war das, was du auch Ja. gemeint hast, ja. Und bei dem OBS Studio kann ich den Buffer nicht einstellen. Mit einer 6K brauche ich diesen Buffer, also mit einer 6K-Leitung. Kann ich dem wenigstens sagen, hier 1000 Kbits Upload und du kannst bis maximal 1500 gehen. Alles, was drüber geht, erlaubt das Programm halt quasi nicht. Und das fehlt bei dem Studio, oder ich habe die Einstellung echt nicht gefunden. Gut, Aber das ich hab- ist so wie ich das jetzt bei Sunlight verstanden habe, bei ihm nicht unbedingt das Problem. Wenn dann bei ihm das wenn- Nee, aber deswegen habe ich den anderen halt, ne, weil man das darüber nicht einstellen kann. das hat überhaupt kein Hand und Fuß, was ich da mache, stimmt's? Der ist nicht klein, der ist groß. Ist mal eine Überlegung wert, so wie ich das mache. Naja, ja gut, du hast wahrscheinlich die Internetleitung und die Rechenleitung wahrscheinlich schon. Von dem her kannst du das schon tun. Hier im Haus hätten wir ja auch eine 100.000er. Ja. Der Kasten steht ja unten, aber die Hausverwaltung ist zu faul, die Kabel zu ziehen. Ach cool. Ja. Das scheiß Ding steht schon im Haus, ey. Also Glasfaseranschluss Kostet oder? aber Geld, ne? Ja, ja, richtig. Ja gut, da habe ich ja, Weißt da du, haben wir auch, jedes Haus hier in der Nachbarschaft hat erstmal 100K-Leitung, weißt du? da haben wir Wir sind auch, die Einzigen, die jetzt da haben wir auch Normal. zwei und da haben wir auch zwei unten hängen. Aber in der Wohnung selbst habe ich auch keine Glasfaserleitung. Ich weiß nicht, dies Hochziehen oder so durch die ganzen Wohnungen, ich glaube, das waren Kosten von 900 Euro oder so. Die Ja, Hausverwaltung dann blechen müsste. das kostet schon, ja, das ist halt, also gut, eigentlich das Kabel, also hier in der Schweiz ist das Kabel eigentlich nicht das teuerste, sondern eigentlich die Arbeit ringsrum, also der Anschluss zu machen, der ist am teuersten. Also bei uns zumindest. Ich merke gerade, für Steine zu platzieren bringt Licht schon ein bisschen mehr. Das funktioniert im Dunkeln nicht. Eine 400 Mbits Leitung. Ja. Da wirst du wohl keine Probleme haben mit dem Stream. Nee. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte früher auch eine 100.000er.
Und dann zieht man ins Töpfchen und zack, ist das fast wie kein Internet mehr haben. Da merkt man mal wieder, was man so in der Stadt hatte, ne? Ja. Egal, man muss erstmal klarkommen mit dem, was man hat. Das ist so, ja. Und wie man sieht, auch mit einer 6K-Leitung man auch streamen, nur man muss halt fixen. Naja, kommt So halt immer wenig. drauf an, was man will machen, ne? Also ich muss sagen, deine Streams laufen eigentlich schon alle recht gut. Ja, aber die Quali leidet natürlich sehr drunter, ne? Ja, also ja, gut, ich habe jetzt bis jetzt bei dir nur Planet Coaster gesehen und da muss ich sagen, war die Qualität eigentlich gut. So, und jetzt spätestens jetzt frage ich mich, wozu dass ich die anderen Steine gesetzt habe. Die sieht man ja nicht mehr. Tja. Ah, okay. Wo bist du? Bei Unity Media oder? Weil Unity Media weiß ich auf jeden Fall, die haben im Moment so oder so Faxen. Durch einen Kollegen. Wo da schreibt er? Jetzt weiß ich nicht, ob er Vodafone meint oder ob das irgendwas anderes zu Ach bedeuten hat. so, ach, Vodafone. Ja, okay, das kann möglich sein. Aber er hat momentan auch Probleme mit dem E-Net. Ich werde mich auf jeden Fall gleich schon mal verabschieden. Jo. Auf jeden Fall gleich schon 1 Uhr. Was? Ach Gott. Mein Gott. Ja. Hast du auch nicht auf die Zeit geachtet, ne? Nee, absolut nicht. Das ist echt schlimm, ey. Ich sag ja, Streamen ist so eine. Irgendwie so eine Zeitkrankheit. Ich finde zwar, Livestreamen finde ich zwar interessanter als Let's Plays zu machen, weil da kannst du wirklich 4, 5 Stunden am Game sitzen und wirklich was draus machen aus dem Spiel. Beim Let's Play musst du ja quasi alle 20 Minuten, ich mache jetzt einen Break und ja, und dann hast du wieder Unterbrüche irgendwie und so. Mhm. Darum mache ich eigentlich lieber Livestreams. Mal so als kleinen Tipp. An deinem Router gibt es einen Reset-Knopf. Versuch den mal. Vielleicht hast du den gleichen Bug, den ich mal früher hatte. Da war nämlich, hatte ich dann immer nur die Hälfte der Leitung und dann habe ich einen Reset-Knopf gedrückt. Also die musste meist halt immer etwas länger drücken. Und dann wählt er sich halt komplett neu ein. Eventuell musst du deine Einwahldaten neu eingeben. Dementsprechend und dann guckst du mal. Das war jetzt ein Sunlight, oder? Mhm, richtig. Gut, ich dachte schon. Ja, Routerfaxen hatte ich früher auch. Kam immer nur die Hälfte an. Dann musste ich pro Tag ungefähr 2-mal oder so den Router komplett auf 0 setzen. Ja gut, ich muss auch sagen, nachdem ich meinen Router auf Werkeinstellungen zurückgestellt habe, hatte ich auch die volle Leistung. Ja.
Aber ich sag mal so, solange du deine volle Leistung nicht ist, brauchst du auch nicht das volle Geld zu zahlen. Ja, Wenn eigentlich das, nicht, ja. Ich glaube, unter 60% der Leistung des Vertrages, quasi, was im Vertrag gemacht worden ist, wenn das nicht gegeben wird, kann man zumindest eine Gutschrift verlangen. Zumindest, oder quasi Schadensersatz. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie das bei euch ist, ja, aber ja gut, bei mir ist es noch Da nicht ist ja vorgekommen. Laut Vertrag ist das ja eindeutig, ne? Also 400 Mbits müssen da sein. Zumindest 60% der Leitung. Ja, Das ist ja noch nicht mal annähernd. Also wenn da nur 1,5 bis 20 Mbits ankommen, das ist ja... Ja, keine Ahnung. Ein Furz. Da kannst du eigentlich sogar verlangen, dass sie den Monat gratis, also dass du für den Monat gratis Internet hast. Naja, sollte das Problem natürlich länger bestehen. Ne? ja, das ist, Weil wenn du die volle Leistung nicht bekommen hast, brauchst du auch nicht das volle Geld zahlen. Ist einfach so. nun sagt der Techniker, es muss an der Internetleitung liegen. Ja, das ist, ja. Wie sieht denn das aus, Mensch? Du hast gerade einen Stein verloren. Ich hab was ein Hä? Kommen wir mal, DS. Ach so, ja. Ist einfacher. Ja, auf jeden Fall. User joined your channel. Hi. Hi, Hi, hi. Oh, ihr seid laut. mach leiser. Ja, ich muss euch auch leiser machen. Moment, Kopfhörer. Nee, der war ja, der Kopfhörer war. haben dich, die Ja. Kopfhörer haben dich angeschrien, nicht wir. Ja, ja, genau. Der war ja da an dem Tag. Weißt du, Ja. ja, hab ich dir ja gesagt gehabt. Und ja, der hat alles überprüft, war alles. Hat einen neuen Router angeschlossen. Und Ja. dann war alles da. Dann waren die 400 da, der Ping war in Ordnung. Jetzt habe ich einen Ping von 60. Ja. Gar nicht. Und nach einem Tag hat das wieder gesponnen. Habe ich den angerufen und hat gesagt, muss es an der Leitung liegen. Aber dann habe ich gesagt, ja, warum ging dann der neue Router auf einmal einen Tag? Kauft euch Router, habe ich gesagt. Ja, an der Leitung Wie bei lange- dir wie zu. lange hast du das wohl? Achso. An der Leitung bei dir zu Hause oder an der Leitung vom Anbieter zu dir? Irgendwie von unten von der Straße her oder von Hauptkastel da morgen Also mal dazwischen. nachgucken. Ja. Aber warum ging dann der Router für den einen Tag der neue? Ich verstehe es nicht. Jetzt vermutet er, dass irgendwo was kaputt ist und dass dann irgendwo eine Spannung entsteht und die den Router Wie zerhauen alt ist irgendwie. das Haus? Wie alt ist das Haus von euch? Das Haus, das ist schon 55 Jahre, aber der Kabelanschluss, der ist erst vor 5 Jahren neu gelegt worden, komplett. Kupfer? Glasfaser komplett. Ja gut. Ich meine, das, was im Haus verteilt worden ist. Kupfer? Das Äh, ich wohne auf Miete, keine Ahnung. ja, zumindest. Es besteht halt da die Chance, wenn das, ich weiß nicht, Korax-Kabel, irgendwie sowas. Ich kenne die Kürzel jetzt gerade nicht davon. Ja, normalerweise heißt es ein U72-Kabel. Ja, das Ja, ist halt es direkt gibt- über die Kabeldose, ne? Was bist du, also wohnst du in der Stadt? Innenstadt? Ja, in der Stadt. Dann würde ich eher vermuten Störungseinstrahlungen. Wir haben die gesagt gehabt, sie müssen auch, also was sie da durchkriegen, das sind 390 Mbit Ja. und die müssten sie auch kriegen. Wenn sie die bis zum 23. noch nicht haben, dann zahle ich 25 € weniger im Monat.
Ja, ja klar. Also Das das haben ist sie auch mir schon wirklich. gesagt. Ja, ja, das ist das halt auch. Da habe ich gleich Das ist ja gesagt, alles da vertraglich auch geregelt. habe ich auch gleich gesagt gehabt, wenn Sie das jetzt sagen, machen Sie mir eingefallen. Ich mache jetzt mein Handy an und nehme das Gespräch auf, was Sie mir jetzt versprochen haben. Hat sie damit hat Ja, sie gesagt, heutzutage okay, muss ist man klar. das. Heutzutage Ja, muss man ich das. durfte es. Ich durfte es. Ja, Also ich habe den Beweis, ich kann sich nicht rausreden. ja. Aber der Um Techniker sich fühlt halt sich verarscht von mir. rechtlich. Ja, ja, ich kann mir das vorstellen. Auf einmal funktioniert's, ne? Ja, und dann geht's wieder nicht. Da ist weg. Nächsten Ja, Tag. aber Ich mal komme ganz von ehrlich, Arbeit. das ist aber nicht dein Bier, ganz ehrlich. Die müssen dafür sorgen, dass es läuft. Weil Kabel Deutschland ist ja pleite und dann hat das Vodafone übernommen. Und seit Vodafone es übernommen hat, gibt es nur Probleme irgendwie. Ach echt? Ja, ja, Kabel Deutschland ist pleite. Da wollte ich mir mal einen Vertrag holen. Nee, das ist jetzt Vodafone. Alle, die Kabel Deutschland sind, die sind zu Vodafone automatisch gewechselt. Also. Ja. Kabel Deutschland waren eh Betrüger. Ja, aber das, was ich halt mit dem Kabel meine, ist zum Beispiel, wenn das noch ein altes Kupferdraht ist quasi, dann reicht einfach nur so ein Taxi, was vor deiner Tür vorbeifährt, was am Funken ist, und das Kabel nimmt das auf. Dann hast du nur Fehler. Aber einen ganzen Tag gleich. Es kommt drauf an, was du bei dir in der Nähe hast. Du keine Ahnung, irgendein Sender oder so reicht auch, ne? Das Kabel nimmt alles an, das, was er kriegen kann. Quasi alles, was er empfängt. Weißt du, wie ich das meine? Richtig. Ja, Das ist wie eine Antenne. Ich habe mich für die 400er entschieden, weil da zahle ich gerade mal 5 Euro mehr. Eine 100er kostet 5 Euro weniger, also. Ja, ich sag mal so, eine 400er bringt heutzutage noch gar nichts. Höchstens, wenn du halt auf entsprechenden Seiten oder Tools ziehst. Da eventuell schon, aber die heutigen Server, so wie jetzt Origin oder so, auch die gängigsten jetzt, die geben niemals so viel frei. Naja. Schwierig heutzutage. Ich hab wo ich den Techniker angerufen habe, also gestern inzwischen. Aber ich habe gesagt, nee, soll ich nochmal Vodafone anrufen, dass du herkommst? Nee, ich klär das schon. Ich habe gesagt, ich koche dir auch einen Kaffee. Ich kenn den Typen, ja. Also im Haus an dem Kasten war er schon, ne? Ja, da war er schon. Der war an dem Kasten, wo die ganzen Anschlüsse sind und dann am Hauptverteiler. Aber am Hauptverteiler hat er noch nicht reingeguckt. Da hat er geguckt, ob es noch Altbestand ist aber auch schon neu. Und da will er morgen mal nachschauen, ob da eventuell doch was nicht hinhauen kann, dass da irgendwie eine Überspannung stattfindet. Irgendwie die Router irgendwas zerhaut. Weil nur noch das kann er sich vorstellen. Keine Ahnung, mein Kollegen war nämlich, glaube ich, einmal unten im Keller ein Kasten und oben auf dem Dach noch ein Kasten. Und der oben auf dem Dach, der hat Probleme gemacht. Und da hat man das erstmal rausgefunden, aha, da ist ja noch ein Kasten, so in der Art halt, ne? Ja, Dachboden hat man geguckt, da haben wir nichts gefunden, aber wollen wir heute auch noch mal gucken. Weil irgendwo muss ja was sein und Fehler liegen. Ja. Da sind ja immer zwei. Richtig. Und bisher habt ihr nur den einen Kasten wahrscheinlich gefunden. Ja, wir haben den einen Kasten, wo halt die ganzen Kabellage dann da dran ist, wo die Anschlüsse dran sind. Und dann halt den Hauptverteiler, wo die Anschlüsse von der Straße reingehen. Aber er hat gesagt, er vermisst noch einen ganz anderen Kasten. Wo Richtig, wo das mit dem genau, Signal richtig. und so ist. Richtig. Und genau der wird wahrscheinlich Probleme machen. Und den müsst ihr finden. Und ich glaube, das ist genau das gleiche Problem wie bei meinem Kollegen im Haus. Der Kasten, der irgendwo auf dem Dachboden hängt oder so. Also bei ihm hing er auf dem Dachboden. Ja, die sind eigentlich meistens immer auf dem Dachboden von Kabel. Ja. Ganz komisch. Wo man das da hochbaut, keine Ahnung. Alte Bauweise. Ja. Bei meiner Mutter ist es im Treppenhaus unten alles.
Ja, ich sag mal so, der Techniker hatte das bei dem Haus da halt auch nur einmal ausgetauscht und wie ein Wunder war alles super. Und davor auch ungefähr 6 Monate Probleme, bis man das überhaupt gefunden hat, woran es gelegen hat. 6 Monate und dementsprechend hat er halt auch billigeres Internet gehabt, ne? Davon mal abgesehen. Boah. War schon Stammgast. Ist dann, 6 Monate ist dann verlange ich aber wirklich mal 2 Monate frei, ohne Mist. Was meinst du, wie oft die Techniker da waren? Glaube ich, glaube ich. War schon ein paar Mal da. Bestimmt im Monat 2, 3 Mal, wenn es hingeht. Ja, mindestens. Mindestens, auf jeden Fall. Oder ich frage mich so, ob der Router vielleicht Probleme hat, wenn ich im Stream tue. Weil ich habe gestreamt und auf einmal war das Internet im Keller. Nee. Also, sollte eigentlich ja nicht auf lange Zeit dann so passieren. Hast du Skype? Ja, auch. Gib mir mal deine Eddie. Kann ich ja mal gucken. Wenn du magst. Ja, wie war jetzt meine Skype? Kannst du einen TS schicken. Ich schaue nicht. Nee, ich muss gerade überlegen, wie meine Skype war. Hans-Ulrich Idore war es nicht. Genau, jetzt weiß ich. Ah, wenn du kannst mich ruhig hinzufügen. Ich habe zwar Skype, aber bin nicht wirklich aktiv da, also von dem her brauche ich das nicht. Bin auch ziemlich selten drin. Wo ist denn Ja, mein Skype? Da ist mein Skype. ich sage jetzt mal, ich glaube die Skype-Zeit, die ist bisschen rum. Ah, da bist du falsch gewickelt. Bist du falsch gewickelt. Benutzt noch sehr viele Skype. Also bei mir im Umkreis nicht. Ja, okay, da eventuell nicht. Aber ich nutze Skype halt auch meist nur wegen der Videoübertragung, weil die recht gut ist. Und direkt, also das ist ohne Verzögerung wie in deinem Livestream. Ja, ist ja gut. Verzögerung hat man immer. Im Livestream. Geht Ja, nicht gut, anders. aber jetzt keine 30 Sekunden. Das Leben ist schon verzögert, also von dem her findet euch ja damit ab. Findet euch damit. Genau. Ja, ich rufe dich mal kurz, ruf mal kurz durch. Mhm. Und ich stelle mich auch in Skype stumm. Solltest du auch mal tun. Oder du willst dich halt erstmal nur über Skype unterhalten, das wäre natürlich besser. Ich weiß nicht. Oder ist es egal? Weil das geht alles in den Stream, glaube ich. Ja, Gehen wir einfach in einen anderen Raum runter. oder so. Auch möglich. Geh mal in Arma rein. User left your channel. User left your channel. So, und alleine lassen sie mich. Ja, gut. Auf jeden Fall, liebe Freunde, der Twitch-Chat sollte bei mir wieder laufen. Also, da könnt ihr wieder frisch, fröhlich, frei chatten. Und mir vielleicht noch die Frage beantworten, warum oder wie der Täter von Berlin aus dem Truck gekommen ist, ohne dass er irgendwie gesichtet wurde. Das ist für mich ein bisschen komisch. Weil, wenn man so eine Tat begeht, dann ist das doch schon ein bisschen komisch, dass plötzlich der Fahrer weg ist. Und so wie der Truck ausgeschaut hat, war das schon ein bisschen komisch.
So, ich glaube, ich werde heute schon wieder nicht fertig. Du kannst auch irgendwie nicht fertig werden, wenn plötzlich immer wieder noch, ach, das kannst du noch machen und jenes kannst du noch machen. Ich meine, ich hätte Blueprints können machen mit dem Weg, aber, also mit den Steinen, aber da ist nicht die gleiche Abstandssache und darum funktioniert es auch nicht mit dem Bauplan, dass ich den quasi übernehme. Aber ich muss sagen, der ist ein bisschen einfacher, der Ecken hier. So. So. Der muss noch ein bisschen anders hin. So. So, wie sieht denn das aus? Nicht schlecht, nicht schlecht. . 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
So, jetzt machen wir wieder die Zeit bitte schön auf den Nachmittag. Dann haben wir ein bisschen Licht. Wäre schon mal wichtig, dass wir hier Licht haben. Na, der Busch ist zu groß. Der auch, Mann. Der ist schon ein bisschen kleiner. Oh, Scheiße. Was tue ich hier? Schön, wenn nichts klappt, wie ich das will. Ich und mein grüner Daumen, ne? Wisst ihr Bescheid. Nee. Ja, es wird immer wie größer, Mensch. Nee, das... Das ist die Frage, was habe ich alles genommen? Haha. Ach ja, zum Glück nur so wenige. So. Bald wird es fertig sein. Mein Kunstwerk. Irgendwie auch makaber bei der Säure Grünzeugs. Da fragt man sich dann schon, wie kann Grünzeugs bei der Säure wachsen? Frage ich mich auch.
Hm. So, irgendwie so. Dann werden wir hier noch sowas in die Reihen bekommen. So. Komm, nimm ihn doch jetzt an, Mensch. So. Huch, da bin ich ja weiter rüber gegangen als da. Ja, dann nehmen wir hier natürlich auch noch ein Stück. Ja, das ist schon zu weit. So. So. Auch einen Gärtner brauchen wir. Lol. Lol. So cool. So cool, die Roboter, ey. Komm, ich muss die Roboter einfach machen. Es geht nicht anders. Oh, mein Handy hat bald kein Akku mehr.
Wie gut es ist, dass ich zu Hause bin. So, die Gärtner sind auch angestellt. In der Mitte würde ich jetzt vom Weg gar nichts machen, weil das empfiehlt sich nicht. Außer... Ladendeko. Steinvordach, genau. Flaggen, nee. Klimaanlage, aha. Aha. Na, Holz, das brennt so gut. Ja, aber da sind wir nicht ganz auf dem falschen Weg. Ich kann die Farbe ändern, ja. Yeah. Dann könnte man hier quasi so wie eine Absperrung machen. User joined your channel. User joined your channel. So, grüß euch. Überfall. Ja, ich habe mitbekommen, du hast aufgehört, oder? Aufgehört? Was? Okay, mein Firefox hat sich aufgehangen. Ja, ich bin noch voll dran. Ja, sorry. Immer eben ab. Kein Ich Problem. wundere mich so, warum das so ruhig ist. Kann du nicht einfach aufhören? Nee, und zudem sage ich ja meistens Bescheid, wenn ich aufhöre. Ja, also er sagt auch schon, das kann am Hauptkasten liegen, weil Upload habe ich ja voll, weißt du. Ja. Wer spielt eigentlich von euch Dead by Daylight? Nochmal? Wer spielt von euch DBD, Dead by Daylight? Also ich nicht. Mir sagt das Spiel irgendwie einfach gar nichts. Also es sagt, ja, ich kenne das Spiel, mir sagt das einfach, mir persönlich sagt das irgendwie nicht zu. Muss ich gleich mal einen Kollegen hier fragen. Weil ich habe nämlich einen geilen Bug. Cyrax, warte mal, das schaue ich mal gleich. Ich weiß gar nicht, was Cyrax alles für Spiele hat. Da habe ich denen geschrieben, mein Fehler, was ich habe, ne? Und da haben die mir zurückgeschrieben, vielen Dank, dass sie uns diese Information mitgeteilt haben. Wir werden
warte mal, wir werden weiter untersuchen, um den Fehler zu finden. Bleiben Sie sicher da draußen. Entweder hat er das gemeint mit bleiben Sie sicher da draußen, dass ich keine Angst habe, dass er irgendein Killer ist oder so. Oder wegen den Anschlag in Berlin, keine Ahnung. Was hast du denn geschrieben? Also was hast du denn für ein Problem? Also, Ja, ich hab das Problem, bei mir stand auf einmal Rangreset. Verstehe ich ja auch, das ist aber immer am 13. Ja, aha. so, das kam bei mir. Das wegzukriegen, kann ich ja nur OK drücken. Und dann waren meine kompletten Level von den Spielern aber unten. Und mein ganzes Geld ist weg und so. Und meine ganzen Perks ist alles weg, außer der Ränge. Okay. Also, das sehe ich nicht ein. Ja, nee, ich habe nur so blöd, so gefragt, dass ich eventuell die Antwort, wo er gegeben hat, eventuell nachvollziehen kann, also irgendwie in welchem Zusammenhang, aber Ja, das mit bleiben Sie sicher da draußen, denke ich mal, ist so gemeint wegen den Killern, was da im Spiel abgeht und so. Das ist bestimmt Ihr Standardtext zum ja Abschied. gut, das kann sein, ja. Aber ich glaube, der Kollege da, der Sirex, der spielt das Spiel, glaube ich, auch nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Das Hat auch Spiel, da stand drinne, wenn Sie den Fehler haben und es kommt ein Rangreset und es ist noch nicht so weit, drücken Sie nicht auf OK. Ich google doch nicht gleich, wenn Rangreset da steht, oder? nee, eigentlich nicht. Das ist, ne, also ich meine, Können mir nur noch die helfen. was sollst du sonst machen, wenn nicht okay? Dann musst du warten, bis der Rang-Reset da ist, oder was? Um wieder zu spielen können, oder was? Das macht jetzt keinen Sinn für mich. Da stand auch drin, Support anschreiben, wenn die nichts machen können, kriegst du Pluspunkte, dass du dir deine Ränge halt wiederholen kannst. Ja, das sollten die eigentlich können. Ach, der Kollege spielt Replika, sehr gut. So, also, ja, kommen wir wieder zurück zum Bauen. Ja, was baust du eigentlich? Ach, irgendwie so zwei Getränkestände hier. Da brauchst du so eine große. Ja, was denn so groß, Alter? So groß ist denn das gar nicht. Passt doch. Ich finde das jetzt nicht groß. Ich habe schon für meine Showbildwasserbahn lange gebraucht. Ja gut, lange brauche ja. Lange brauche ich halt. Wie lange baust du schon dran? Auch glaube ich im Ganzen jetzt ungefähr 10 Stunden. Ungefähr, ich weiß es nicht. Also. Ich bin froh, wenn meine Getränkehütte oder so innerhalb von 20, 30 Minuten fertig ist. Ach, ich lasse mir auch Zeit, weißt du, also ich sehe das nicht so eilend. Also meine Wasserbahn, die hat 4 Stunden gedauert und mit Deko 5 Stunden. Okay, ja, nee, also ich habe es ja auch nicht brisant, also von dem her also ich bin jetzt glaube ich am 4. Stream und das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie lange dass ich dran bin. Weil ich baue einfach mal und mache mal vorwärts und jo. Habe ich schon gesagt, ich mache ja auch keinen Wettbewerb, schnell was bauen, sondern ich lasse mir Zeit, schön gemütlich, einfach mal bauen und mal schauen, was rauskommt. Da war letztens einer bei mir im Stream drin, hat gesagt, beeil dich mal mit Bauen, ich möchte auch noch was anderes sehen, was du baust. Habe ich so gesagt gehabt, kauf dir das Spiel selber, bau dir deinen Scheiß selber und tu mich nicht rumkommentieren, wie ich zu bauen habe. Ja, das Weißt sowieso du, was X ist und auf Wiedersehen. Das Und sowieso innerhalb nicht. 5 Minuten war er weg. Ja, das sind so, keine Ahnung. So Spackos, die meinen. Irgendwie, sie sind die Herren. Aber zum Glück. Von meinen anderen 10 Zuschauern, die ich noch hatte, der wurde richtig zur Sau gemacht im Chat. Nur ist ja auch so, ich meine, wenn es ihm nicht passt, können sie ja umschalten oder was anderes schalten. Die sind ja nicht gezwungen zum Zuschauen. Ja, ich meine, wenn jetzt einer mit einem Vorschlag kommt,
dass man mal sowas bauen kann, dann wäre es vielleicht mal was anderes. Dann kann man das mal aufschreiben und das dann mal später machen. Aber Jo. so auf Zwang. Nee, wir sind ja eigentlich auch keine Spielentwickler, wo quasi die Sachen, ne? Auf Lohnbasis irgendwie fertigstellen müssen. Oh, überleg mal, man würde noch das Geld für das Zocken kriegen. Privat sogar noch. Naja, Ich meine, über YouTube kann man es machen, aber ich meine direkt privat. Das wäre so geil. was kannst du über YouTube machen? Ja, aber ich meine privat, ohne hochladen. Nee, ich meine, was kannst du über YouTube machen? Geld verdienen am Bauen oder was? Das Geld verdienen, wenn du das hochlädst und das spielst, ja, aber ich meine direkt privat. Ja, das ist... Weil ich mache auch keine Werbung an. Ja, ich hab's an, aber so einfach mal... Ich weiß, es bringt nicht viel, aber ich sag, du, Ich glaube, bei 2, 3 Videos hatte ich mal früher Werbung dran gemacht und die müsste sogar noch aktiv sein, aber sonst habe ich keine Werbung mehr reingemacht. na ja. So, jetzt nerven mich die Roboter. Dankeschön. Was sagst du eigentlich zu dem Winter-Update? Ganz ehrliche Meinung. Inwiefern, was sage ich dazu? Also, nötig, nicht Ja, nötig, oder? Ja, ist das gut? Ist das nicht gut? Naja, ich meine, ich kenn's jetzt nicht wirklich. Also ich meine, ich sehe jetzt, ja, ich weiß jetzt, was alles drin war, aber Sag mal die Textur, die du auf dem Boden siehst, das Weiße. ja, die ist nicht ganz so. Na, das ist für mich einfach eine weiße Fläche, aber irgendwie texturtechnisch. Siehst du? Verstehst du das, warum die weiße Textur in anderen Welten nicht möglich ist, dass sie die da reingetan haben? Warum das so ist? Hier jetzt im Planet Coaster meinst du? Ja. Die ist nur in der Welt drin, in keiner anderen. Ich denke mal in den anderen Ländern, also bei den anderen hast du vielleicht auch keine Schneemöglichkeit. Ja, aber das ist doch nur, Schnee kann man doch zur Deko nehmen, wenn man jetzt mal weiße Berge will. Wieder da. Ja, jetzt hast du ja die Schneedinger da, die Schneesteine, wo sind sie jetzt? Schneefelsen. Die kannst du jetzt als Deko nehmen. Die haben sie jetzt eingefügt, aber Also ja, die sind jetzt neu, ne? Aber ich meine jetzt. Aber sonst Ja, so. aber das ist auch das, was ich auch erstmal geguckt hatte. Ich hatte nämlich auch auf einer anderen Map geguckt und habe geguckt, ob ich fand's traurig, ey. Ja, das ist echt schade. Weil ich meine, man kann das mit den Felsen machen, aber das kann man mal machen als Schneehaufen oder so. Unter anderem, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe auch direkt Aber- danach geguckt. Sag mal, hast du Dead by Daylight? Wann das nochmal Dead by Daylight? Mit den Killern und Überlebenden. Meinst du mit dem Serienkiller? Mhm. Ist das, das hat Gronk oder so gezockt. Ja, genau, er auch. Pass auf, ich habe nämlich einen schönen. Ich hatte Ich hab eine nämlich einen schönen Überlegung, Bug. mir das zu holen. Pass auf, ich habe einen Aber- Bug. Ich habe vor 2 Tagen mit 3 Leuten im Livestream gespielt. Ihr kam nicht zum Spielen. Entweder haben wir keine Lobby gefunden, ich bin raus, dann haben sie eine gefunden, dann habe ich angeblich ein Rang-Reset gehabt, der wohl immer am 13. ist. Ich denke so, okay, es ist ein Fehler. Ich drücke auf OK. Ich konnte nicht mehr einladen. Ich starte das Spiel neu. Meine ganzen Levels sind weg, meine ganzen Perks sind weg, meine ganze Kohle ist weg. Was da ist, sind nur noch die Ränge. Ja, nice. Da habe ich die angeschrieben, die Entwickler, Ja. und dann haben die das zurückgeschrieben.
meine, ich kann es dir auch noch mal in Deutsch geben, wenn du dich jetzt nicht anstrengen willst. Da ist es in Deutsch. Hey, ganz unten das. Bei der Verabschiedung. Bleiben Sie sicher da draußen, was? Ja. Ja, hihi. Nee, da steht im Internet so, dass die, wenn die den Fehler nicht beheben können, dass du halt tonnenweise Blutpunkte bekommst und die Scherbenpunkte da, dass du dir das Zeug wiederholen kannst und so. Bestehe ich auch drauf, ohne Mist. Ich habe bis jetzt jedes Update gekauft und dann sehe ich das nicht ein, dass ich komplett resettet werde mit Perks und alles. Bist vielleicht ein Cheater. Ey, das lachen. Bei dem Spiel. Du wirst lachen. Weiß Ich habe nicht. schon oft eine Meldung bekommen, dass ich angeblich ein Betrüger wäre und dann hat sich nur rausgestellt, dass das Update nicht richtig geladen hatte. Weil ich hatte früher eine 6000er Leitung und dann, ja, hat es immer mal ein bisschen gebuggt. Wieso sollte man bei. Ah, okay. Das ist einfach mal. Ja, Cheater gibt's überall. Es gibt viele, die da hacken, das merkst du im Spiel. Ja. Ich hatte mal überlegt, das Spiel zu holen, aber. Naja. Geldtechnisch hat das erstmal nicht hingehauen, da bin ich auch erstmal froh drüber, wenn ich das jetzt schon höre. Sei froh. Langsam bereue ich mir, das gekauft zu haben, ohne Mist. Nur noch Bei Probleme. Battlefield 1 brauche ich es momentan. Das habe ich mir nämlich geholt und. Ja, da wird auch abgecheatet. Was hast du dir geholt? Battlefield 1, also. Ah, Und Multiplayer-mäßig wird da auch zumindest ein paar Mal gehackt. Da gibt es dann nämlich fliegende Leute, die dann dann Also ich mein- auftischen mit einem Flammenwerfer und so ein Scheiß und so, was weiß ich. Ich meine, DBD ist da schon ganz schön dran. Die finden auch, sagen wir mal, ein Ja. paar Betrüger. Aber das Problem ist, man kann nicht alle finden. Ja. Wir haben das Spiel Man dann sieht halt das auch ja nicht mehr. auch, der und der wurde gerade gebannt und Ja. bla und bla. Und das ist ja für den Akt ja auch ein Permaband, ne? Also Ja, alle warum, Spiele. Aber warum soll ich das machen, ich habe dafür Geld bezahlt und am Endeffekt das Spiel noch zu verlieren? Klingt noch nichts. Ja. Keine Ahnung. Sorry, aber das muss jetzt zu kleinen Pimmel. Entschuldige. Weil Cheater haben kurze Dieb. du, wir haben 22 Uhr gehabt, darfst du sagen. Genau. nee, wir haben es noch nicht 22 Uhr, wir haben es halt 2. Ja, so, ich glaube, die Regel zählt zwischen 4 Uhr morgens, also zwischen 10 Uhr abends und 4 Uhr morgens, oder wie war das? Ja gut, okay. So, Zeig mal bei dir Apps weiter weg von, also dass man da ein bisschen mehr gerade mal was sieht. Ich Ich wollte bin- mal gucken, was du da gerade schon gemacht hast. ich bin schon weiter weg. Der hat echt keine Hobbys wie ich. Ja, du, der Sirex, der ist noch schlimmer. Für 2 Stände so, oh, keine Ahnung. Sirex ist noch schlimmer. Der hat eine ganze Achterbahn gebaut, Mensch. Ja, da habe ich auch schon 4 stehen. Vor allen Dingen eine Achterbahn hat sich einer gewünscht, ich sollte ganz steil nach oben und dann Schlängellinien nach unten. Da ist keiner mitgefahren. Dann sollte ich überall bremsen. Ja, Jetzt fahren sie auch mit. Da machen wir warte noch mal, was dann draus. Die zeige ich bleibt dir, stehen. ich zeig dir mal, was er damit meinte mit Achterbahn bauen. Warte. Oh je, jetzt kommt's. Ja, also ich hätte das Video noch gezeigt, aber dann mach du mal deinen YouTube-Link. Dann hast du auch einen Klick mehr. Jetzt Oder kommt's. mach's über einen Stream. Mal ganz ehrlich, Nee. Mach du mal deinen YouTube-Link rein, dann hast du einen Klick mehr. Ja, schick Link. Blöd gesagt. Ja, könnte. Weil wenn ich's laufen lasse, hast du keinen Klick.
Oh. Nee, ich habe ja das Video Ja, da. doch, natürlich. Ja, nee. Und du kriegst sogar ein Däumchen. Ich habe das Video da runtergeladen und lasse es ja lokal im Ich Prinzip schick's laufen. ne, da, warte. Zack. Mal angucken hier. Ihn mal kurz leiser machen. Sogar in 4K. Ja, ich mach 1080. Könnte auch 4K, aber keine Ahnung warum. Ich glaube deswegen, weil YouTube irgendwie nur bis zu normalen HD irgendwie macht und ab und zu mal drosselt drunter. Also deswegen mache ich glaube ich kein 4K. Sag mal, ist das nicht die, die du letztens zum Ende des Livestreams gebracht hast? Doch, genau die. Ja, okay. Da habe ich auch schon. Was? Wie geht das? Das ist doch fake, das Video. Habe ich so gedacht. Ich habe die Bahn sogar hochgeladen. Also kannst du sie selber angucken. Ja, ja, ich glaub dir. Ey, ihr habt echt Langeweile, ihr habt keine Hobbys. Wieso wir? Ich habe erst neu angefangen mit so einem Scheiß. Für die Bahn habe ich quasi, ich glaube, 3 bis 4 Tage gebraucht. So, ich muss euch beide mal schnell unterbrechen. Und lieber Julian 200 HTB oder so, ich danke dir für deinen Follow bei Twitch. So, jetzt dürft ihr wieder. Ne, ich guck grad das. Und da fahren auch Leute mit? Weiß er nicht. Da fahren auch Leute mit. Ja, wenn, Ich habe die Bahn einfach so gebaut. Es ist einfach nur eine Schaubahn. Mehr ist das nicht. Ja, aber die fahren mit, oder? Ich habe, das ist nur diese eine Bahn, die es auf dieser Map gibt. Ach so. Also, du kannst die Bahn und beim eine blaue Workshop, Laute davon, du kannst dir ja die Bahn eine beim blaue Laute Workshop. davon kann ich nicht machen. Weil allein die Bahn selber hat aber knappe 7.000 bis 8.000 Objekte. Also. Das wird nix. Guten Morgen, Julian, Gillian, keine Ahnung. Oh, du hast noch mehr von Planet Coaster, das guck ich mir mal in Ruhe an. Guck ich mir mal in Ruhe an. Ach, wieder so eine Scheißlampe, wo du die Farbe nicht ändern kannst. Und weg. Ah, da geht's aber auch eher in Richtung Anfänge. Also das, was Ja. du jetzt gesehen hast, ist doch schon so irgendwo das Beste meiner Meinung nach, was ich jetzt so gemacht habe. Planet Ja, Coaster. dazu schreibe ich auch noch was. Da auch einer so, also ich musste das Video zweimal hochladen, aber meinte einer so, auf deinen Bahn zieh ich wieder VR an. Oh ja, das wäre richtig geil. So oh. Also VR hätte ich auch mal gerne, also nur zum Ausprobieren zumindest. Ich hab dich mal bei mir in die Liste rein, auf die Startseite bei YouTube. Vergesse und ich lasse dich auch drin. Muss mal den Rest noch angucken. Und bei dem ein Video was dazu schreiben. Nein, ich sitze nicht vor einem Greenscreen. Das ist so eine so ein Mod-App, Script, wie auch immer, wo man bei XSplit oder ich weiß jetzt nicht, ob es bei Open Broadcast auch gehen würde, wo er quasi den Hintergrund ausblendet, mehr oder weniger. Okay, bei Open Broadcaster nur mit dem Screen. Darum ist es auch beim Facecam so, dass ab und zu mal ein bisschen mehr von mir weg ist und ein bisschen Background zu sehen ist und so weiter. Das ist nicht die optimale Lösung, ich weiß. Aber wenn man den Platz für einen Ja, Green... manchmal ist halt von
vom Kopf ein bisschen was weg bei dir. Ja, das ist ja, ich weiß es. Aber ich habe den Platz nicht für den Greenscreen und von dem her muss ich das halt so machen. Bettlaken spannen. Nee, ich habe den Platz nicht. Achso. Das ist ja. Und X-Split schneidet manchmal auch eine Glatze. Ja, das ist typische Vertarnung. Jetzt ist der Kopf ganz weg. Was? Stimmt doch gar nicht, was ihr da wieder quasselt hier. Ja, das sieht schon recht gut aus. Manchmal sieht das lustig aus. Oh Mann. Das ist auch nur so eine doofe Lampe, wo du die Farbe nicht ändern kannst. Och Mann. Ach Mann. Ja, leider. Aber ich glaube, das kommt alles nach. Und die Voodoo-Farbe? Ja, da kommt noch viel auf uns zu bei dem Spiel, nicht wie bei Rollercoaster. Aber Planet Coaster macht ein Winter-Update und Rollercoaster macht's hinterher, ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Was? Ja, Planet Coaster hat das Winter-Update gemacht und eine Woche später kam Rollercoaster mit einem Winter-Update. Ja, mal ist ganz doch kein ehrlich, Zufall. also Ich geb's zu, ich habe Aber- mir Rollercoaster gekauft damals, ja, und ich hab's bereut. das frühere Rollercoaster war ja gut, muss man dazu sagen. Ich sagte, das frühere Rollercoaster war ja gut, Das war wirklich zu gut. dem Zeitpunkt. Ja. Aber da das Team meinte so, ja, hier Faxen da und hier, dann haben die sich da irgendwo wie in die Haare gekriegt oder so und haben gesagt, ja, dann machen wir jetzt ein eigenes. Punkt. Vor allem, was ich bei Planet Coaster geil finde, wo eigentlich nie einer drauf achtet, die Schiffsschaukel, die es gibt. Ja? Habt ihr mal unter die Schiffsschaukel geguckt? Die Räder? Ja, die bewegen Ja. sich, die federn sogar. Und was macht ein Ja. Rollercoaster? Die Räder backen in das Schiff rein. Ja, ich weiß. Da achtet Das ist das keiner Erste. drauf. Das ist das Erste, was ich gesehen habe. Also, wo ich das Schiff habe ich auch erstmal ein bisschen betrachtet und da habe ich auch auf die Räder geachtet auch. Und ja, das reagiert quasi, Ja, das ist so wie es sein soll. Wahnsinn. Also bei Planet Coaster, das bereue ich nicht, das zu haben. Also der Julian, mein Gott, wie soll ich dich nennen? Ja, Mensch? sehe es auch gerade. Er hat auch Tycoon 3 noch gekauft. Ja, der Sunlight sieht's eben nicht, das ist das. Oder ihr switcht beide mal auf Twitch rüber. Also Ja, ich habe jetzt Was? gerade habe ich Twitch, nur Twitch? Twitch offen. Mal gucken, ob es meine Leitung mitmacht, wie gesagt. Weil wenn die wieder im Keller ist, dann tschüss. Wieso läuft YouTube besser bei dir als Twitch? Das Problem ist, ich kann nur eins aufmachen. Ja, du brauchst ja YouTube nicht offen zu haben, wenn du Twitch offen hast. Ja, Also, außer du willst bei YouTube noch irgendwelche Videos schauen nebenbei. nee, wenn ich Livestream gucke, dann sind Videos aus. Außer wenn du eine tolle Achterbahn sehen willst. Genau. Dann, Tanto, Ja, du wirst es kaum glauben, aber guck mal auf die Uhr. ich weiß. Bald mal 2. Du wolltest irgendwie vor einer Stunde schon ins Bett. Ja, ich wollte einer Stunde schon ins Bett. Ich muss in 3 Stunden wieder aufstehen. Also daher. Ja, Gillian. Helft mir mal, wie spricht man den Namen aus? Also Julian nicht, weil Julian wird ja mit J geschrieben. Julian. Chilian. Keine Ahnung. YouTube schaut eh
Niemand. Also, das mit YouTube kann ich nicht so unterschreiben, weil ich habe jetzt schon einige Chat-Teilnehmer gehabt, wo bei YouTube geschrieben haben und auch interaktiv dabei waren und so weiter. Also von dem her, ich sage, es ist 50-50. Ja, bei YouTube gibt es Leute, wo schauen und schreiben und bei Twitch. Also von dem her ist es nicht ganz so, dass bei YouTube niemand schaut. Bei YouTube ist halt... Ja? Also ich würde eher sagen, Twitch schaut groß keiner, weil wenn ich Stream tue, kommen die Leute nur bei YouTube. Ja, das ist halt so, bei YouTube werden im Prinzip all deine Abonnenten darauf hingewiesen, dass du jetzt live bist. Ja. Und bei Twitch werden zwar auch... Nee, bei Twitch wirst du quasi nicht darauf hingewiesen, dass deine Freunde oder live sind, beziehungsweise da hast du nicht ganz so die Bewerbung von deinem Stream bei Twitch, wie jetzt du bei YouTube hast. Also wenn du bei YouTube, sagen wir jetzt mal 100 Abonnenten hast, dann kriegen die quasi eine E-Mail, eine Benachrichtigung, dass du jetzt live bist. Das ist, Genau. ja, das ist halt Ja, bei in der YouTube. Abo-Box halt. Genau. Du guckst aber auch nicht jede Sekunde in deine E-Mails rein. Ich? Ne. Siehst du? Aber in die Abo-Box. Aber ich sag mal- ich also sag mal nicht, so- aber nicht jede Sekunde, aber ich gucke ab und zu, Genau. also schon sehr oft in die Abo-Box. Ich sag mal so, Meistens. beide Plattformen sind nicht schlecht. So. Ja. Also Julian Bam kenne ich nicht, aber Julian kenne ich. Also von dem her, also Julian stimmt. Somit nehme ich das mal so auf. Habe ich jetzt hier schon das Licht gesetzt oder nicht? Nee, ja. Du hast irgendein Licht gesetzt und wolltest Farbe machen. Du hast gesagt, jetzt kann man ja keine Farbe machen. Ja, gut, da bin ich jetzt schon ein Stück weiter. Siehst du, ihr lenkt ihn ab. So. Hm. Ja, das ist normal. So. Fehlt noch was? Nee, oder? Irgendwelche Anregungen oder so? Ich sag zu dem Bau nichts mehr. Du kannst deine Meinung. Ich habe schon keine Hobbys, aber das ist schon mehr als keine Hobbys mehr. Das ist schon, nee. Warum denn? So schlimm sieht's doch gar nicht aus. Also ich finde es jetzt ganz normal. Markier mal alles und guck mal, wie viele Objekte du hast. Was, scheiße, mein Akku ist gleich leer. Schaust du über ein Handy zu? Oder Tablet, sowas, ja. Oder so. Hast Mach du... Ladekabel dran. Genau, ich wollte gerade fragen, hast du kein Ladekabel beiseite? Jo, habe ich markiert. Warte. Kann ich das gleich mal. Wie viele Objekte hast du? 248. Ja, ist ja schon beachtlich, ne? Na gut, Also und also das, was ich heute Morgen gemacht hatte, hatte auch so um die 200 bis 300 Objekte. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wirklich alles markiert ist. Doch, müsste eigentlich... Ja, das ist eigentlich, geht eigentlich schön genau mit den Markieren. Dementsprechend müsste alles im Gebäude drin sein. Also im gleichen Gebäudefenster. Das heißt, wenn ich das jetzt auswähle, sollte alles ausgewählt sein. Nee, das sind Guck nur mal, wie viele 124 das- Objekte. Runtergeladen haben, was ich heute Morgen gemacht habe. Aber du bist Ja, auch so, ne? Du bist auch so. Du fängst an mit Bauen, du hast erstmal keine Idee, was du bauen willst und die Idee, die kommt dann irgendwann auf einen Schlag, ne? Wenn das einmal läuft, dann läuft's und dann Ja. lege ich auch los, ja. Ja, und dann kommst du auch nicht mehr raus da. Du baust immer weiter an dem Projekt und dann guckst du, scheiße, ich arbeite schon 3 Stunden da dran und oh.
Was geht? Bei mir geht das relativ. Also, das Objekt, was ich heute Morgen gebaut habe, habe ich innerhalb von. Ranto, wie lange hab ich gebraucht? Eine Stunde? Nee, länger. Länger? Das ist das Problem. Anderthalb? Das Problem, ich war ja nicht die ganze Zeit da. Weil. Wo war ich denn da? Ah ja, ich musste ja, glaube ich, noch wohin. War ja für eine Zeit AFK, das war sicher 20 bis 30 Minuten und ja, ich weiß nicht, wie lange, dass du dann umgeswitcht hast. Das ist nicht gut, wenn du deine Mutti da wecken musst. Wegen Ladekabel. Handy meiner Mutter, doch, die ist zu langsam. Das Tab ist morgen, wo meine Mutter gerade schläft. Hier, Sunlight, wusstest, also das Projekt, wo ich momentan dran bin, ist zum Beispiel, da du ja auch Minecraft zockst, weißt du, dass du zum Beispiel mit gewissen Mods halt so Art Monitore machen kannst, ne? Ja. Und das gleiche kannst du auch im Bitcoaster machen. Du kannst Echt jetzt? quasi, ja, mit einer 8 ran und ich bin momentan sogar an so einem Projekt dran. Also den Monitor habe ich schon fertiggestellt. Hm. Und alles nur mit Fackeln. Also die an- und ausgehen jeweils halt so als Trigger. Ja. Und dahinter habe ich eine Achterbahn, die einfach im Kreis fährt. Darauf die Auslöser setze und pro Auslöser ist das ein Bild. Das heißt, da muss ich halt in Auslösern halt an die Trigger dran, was ich gerade benötige und die Bahn ist dann halt so wie so ein Video, was dann auf dem Monitor abspielt quasi. Ey, ihr habt echt keine Hobby. Sprich Das doch- so als kleines Beispiel. Ey, ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte nicht mal die Zeit, ja, mir ein Großprojekt auszudenken, weil ich genau weiß, das wird erst im Jahr fertig. Das reicht doch. Muss ja nicht alles jetzt fertig sein, Mensch. Ja, glaub mir, nach einem Jahr hast, sagen wir mal kurz, ja, sagen wir mal so ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich nicht, dass du dann noch Bock hast, das Ding weiterzubauen. Ja, das ist was anderes. Ja, da musst du halt lernen, schneller zu bauen. Weil wenn ich Spätschicht habe, zum Beispiel von 14 bis 22, da baue ich da hat man davor danach und keinen danach Plan. auch nichts mehr, nee. Jetzt habe ich zurzeit Frühschicht von 5 bis 14, von 6 bis 14. Dann geht das noch nachmittags, aber Super, wie unrealistisch ist das denn? Ey, wieso geht mein X nicht mehr? Ja. das kenne ich irgendwie. Ich habe halt irgendwie nur, ich habe halt woanders noch einen Livestream geschaut, da ging mein, ja, Großtaste war aktiviert, die wurde deaktiviert, wie gesagt, die haut alles nicht mehr hin hier. Jo, da wissen Neue- wir auf jeden neue Fall holen. Bescheid. Ging auf jeden Fall jetzt in den Chat. 1% Grad gut. Grad gut. Ja. Guten Nächte auf jeden Fall. Dir auch, danke. Und danke für den Besuch. Ja, ich gehe aber auch mal aus dem TS raus, ich guck dir noch über YouTube zu, da können wir schreiben. Ja. Ja. Ja, ich mache zwar auch nicht mehr lange, weil irgendwie bin ich soweit durch. Nur halt irgendwie. Dass du dieselbe Achterbahn baust wie der Kollege hier. Nee. Nee, Innerhalb von 5 Minuten. nee, da bin ich draußen. Jetzt zumindest. Ich habe echt schon schnell gebaut, so schnell wie ich konnte. Und ich habe echt schon 4 Tage gebraucht. Also 3 bis 4 Tage. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau. Also, Nee, da bin ich draußen. da braucht man. Also, da muss ich sagen, da habe ich schon Skill. Mittlerweile. Weil Na gut. ich zock das schon seit der Alpha und so. Ja, gut.
Ach so, wegen der Geisterbahn, das, was du vorhin sagtest, so eher Showbahn und so. Ich versuche halt so ein bisschen Schreckenwände mit reinzumachen, ne? Ja, ich sehe schon, hier hat es schon Totenköpfe und so weiter, also von dem her. Ja, Hängendes halt Skelett nicht. gibt es ja auch schon, also na. ja, Dann halt, ja. arbeitest du dann auch mit Warn und Triggern? Ja, klar. Ja. Kommt natürlich besser. Ich habe die Zeit nicht. Funktioniert besser, ja. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich auch so was Großes versuchen wie du. Aber naja, nicht möglich. Na gut, ihr zwei. Jo, ihr zwei. Nicht auf jeden Fall. Man hört sich. Jo. Ciao, ich guck noch zu. User disconnected from Jo, your channel. tschüss. Ich gehe mal davon aus, dass lädst du gleich hoch war. Och, ich denke, ich mache jetzt hier noch irgendwie noch eine plausible Absperrung, so dass die Leute hier nicht in die Absperrung schießen, sondern auch so ausschaut, als würden sie drüber schießen. Und dann ja, mache ich's, lade ich es glaube ich hoch, weil ich glaube, bin soweit doch glaube ich durch, dass man das hochladen kann. Aber die Roboter sehen einfach geil aus, aus als Gärtner. Eigentlich totalen Schwachsinn, was ich da jetzt mache. Machst du den mit Rohren? Ja, ne? Ja, fällt mir nichts anderes ein. Nö, ist in Ordnung. Kam ich aber auch noch nicht drauf. Was sind denn das für Rohre? Weiß nicht, Eisenrohre. Von dem Zug wahrscheinlich, das Ding, ne? Das kann möglich sein. Hier steht nur Eisenrohre. Aber was für Eisenrohre? Aber könnte vom Zug sein, ja. Oh, die Rohre sehen gut aus. Merk schon, ich bring dich irgendwie immer auf neue Ideen. Ja, ja, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, siehst du nur, ne? Ja. Oh Mann, ich lerne es einfach nicht. Also für die Rohre um die Rohre zu setzen, würde ich Tag machen. Dann Warum? brauchst du, ich weiß nicht, Also, siehst du mehr. naja, weiß nicht. Siehst du da wirklich mehr? Naja, aber nicht 12 Uhr, das ist eine blöde Zeit. Da scheint ja gleich mal die Sonne in den... Ja, ne? 9 Uhr auch, Mann. 14 Uhr. So, besser. Also, nö, ja, siehst du mehr. Ach, guck mal an. Die Rohre sind ja rot. Ja, das wusste ich. Hab ich gar nicht gesehen. Ich weiß zwar noch nicht, ob man die noch ändern kann, aber ich glaube nicht.
spielen wir halt mal ein bisschen Klempner, oder? Ne? Auch nicht schlecht. Ja. So, das passt ja sogar. Mein Gott, die haben sich sogar noch was dabei überlegt. Kann sich auch wieder nur noch um Stunden handeln, bis wir hier fertig sind. Scheiße. Da zum Beispiel hättest du auch mit einer Blueprint arbeiten können. Hättest du erst den unteren Teil gemacht, so wie du es jetzt gerade halt fertigstellst. Achso, ja, und dann das alles markieren und dann oben drauf. Genau. Kann ich ja noch machen, das ist ja noch möglich. So, und jetzt stellt sich raus, dass das Ganze nicht gerade gebaut wurde. So schnell. Ach so, bei Info an dich, bei Astronier, wenn du nicht im Spiel bist, wenn du wieder drauf gehst und die Autos sind weg, die sind noch nah, nur woanders, die springen weg. Okay, danke dir, Sunlight. Momentan habe ich noch nicht vor, zum Astronier zu spielen, aber gut zu wissen. Sonst wäre ich zu dir wieder gesprungen. Interessant, dass ich das Teil nicht gerade gebaut habe. Gut zu wissen. Ich hätte gemeint, ich hätte gerade gebaut. Oh. Erst jetzt sieht man den Fehler. Ups. Ach ja, der eine hat wieder gekündigt. Ja, das geht die ganze Zeit, ne? Ja, ja, wir verdienen ja auch nichts. Ah, ihr kannst im Rohr sogar schauen. Mal schauen, ob wir das dann Ganze so setzen können. Oh. Ah. Cool, kannst du durchs Rohr noch schauen. Ja, so schlecht ist es jetzt nicht. Ach, ich bin doch ein blöder Mensch. Mit den Rohren kann man gut mit Wasser machen. Mit Wasser? Fragezeichen. Also, Ja, mit dem Wasser. meinst du Wasser durch das Dings durchjagen oder so? Mhm. Also zumindest diese Pumpen am Ende, also am Ausgang des Rohrs.
Also mit den Wassereffekten oder wirklich im Wasser? Ja, nee, mit dem Wasser. Steam macht aber bei mir jetzt auch Faxen, ne? Immer online, offline gerade. Ja, könnte möglich sein. So, dann setzen wir den Teil halt nochmal. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon über 2 Uhr. Ja, und du wolltest schon längst eigentlich gehen. Mal verdünnisieren, jo. So, Dann wünsche ich auf jeden Fall schon mal eine gute Nacht, ne? danke, wünsche ich dir auch. Schlaf gut und danke für den Besuch. Und alle, die natürlich zuschauen. Gut Nächtle. Ja auch, Dankeschön. User disconnected Tschüss. from your channel. So, jetzt stellt sich die Frage, ob eine oder zwei. Soll ja nur so eigentlich als Abgrenzung sein, dass keiner da in die Turbinen reinläuft. Irgendwie so, ne? Weißt du was, wir machen einfach mal... Wir machen jetzt mal zwei. Können das ja dann immer noch wegnehmen. Ach Mann. Ich merk schon. Ach nee. So. Jetzt sollte das gehen. Ach so, jetzt weiß ich, warum das Gebäude nur so wenig, ach, sagt's mir, so wenige Teile hat, wenn ich das nur das Gebäude auswähle, weil da die Natur, was ringsherum gebaut wurde, die ist nicht im Gebäude dabei. Jetzt macht's wieder mal Sinn. So. Das ist ja nur für mich. Das da. Nein, eigentlich wollte ich das Rohr hier. Oh. Okay, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, der Dranto kann auf 7 zählen. Yay! Ich meine, wenn das ja so asynchron montiert ist, braucht das Rohr da ja nicht rauszuschauen, beziehungsweise der Anschluss. Und dann können wir das... Nein. Hier auf das anpassen. Hinten kommt es nicht raus. Wunderbar. Ach, da kommt es in den Stein rein.
Jo, das passt. So, dann machen wir hier das hier. Ach ja, ich hab dich auch lieb. So. So, 2, aber ich würde sagen, das Ganze ein Stück weiter oben. Dann würde ich sogar sagen 3 Stück. Oh, das sieht auch cool aus, so abgestuft. Jetzt ist die Frage, gleich lang? Oder doch so abgestuft? Ich muss mal den Wecker ausmachen, Mensch. Moment! So, Tee ist aus. Nee, Quatsch, nicht Tee, ist, Wecker ist aus. Nicht gleich, also versetzt, ne? Ja. Was haben denn die Herren da für einen Schussdings? Ja, das sollte... Ja, das sollte doch passen, dass die da jetzt hier zwischendurch schießen. Oh, ich wüsste noch was... Oh, nee, das geht ja nicht. Naja. So, und jetzt einfach mal so spektakulär. Ist mir eingefallen, wir könnten ja 3 machen. So, noch ein Stück hoch. Und den machen wir noch ein Stück hier hin. Kommt mir das nur so vor, oder hat der ein bisschen mehr Abstand als der untere? Aber jetzt muss ich schauen. Kommt nichts hinten raus, ne? Nö. Cool. Ja, das sieht doch cool aus. Muss aber noch eine... Ja, das schwebt doch nicht. Das sind Eisenrohre, die halten das aus, Mann. Ja, jetzt, achso. Wo waren jetzt die Rohre schon wieder? Hier. Also Stützen, 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 Stützen. Stützen, Stützen, Stützen. Eisensäule, aha. Holzbalken, nee. Betonsäule, nee. Holzsäule, Holzsäule, Holzsäule. Holz, Holz, Holz. Eisen. Okay. Oha! So.
Oh, du bist doch ein blödes Teil. Mensch. Und der nächste, der gekündigt hat. Kollege, würdest du... Ja, das funktioniert nicht. Boing. Nein. Wieder wollen wir. Jetzt passt's doch, oder? Ja, ich liebe die Millimeterarbeiten. Ich hab's geschafft, das ist ja unglaublich. Mensch. Muss das Teil nur noch in der Mitte liegen. Ja, das tut es fast. So, oder? Ach ja, das passt. Fail! Ach Gott, ich bin Loser. Nee, ich bin Anfänger. Ich mache immer die gleichen Fehler. Ja, den Millimeter ist schlimm. Der ist gegen die Glaubwürdigkeit. Glaubt mir keiner, dass das Teil auf dem Pfeiler hier steht. Ups. Ja. Ach ja. Passt. Hat Luft. Kollege. Kollege, würdest du bitte schön aufhören, so Faxen zu machen? Ja, das passt. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen... So. Genauso schlecht wie vorher. So. Jupp. Kopie.
Ah, ich wollte schon sagen, jetzt ist die Dings weg. Ach Gott, Alter. Ja, mein mussten das gleich am untersten Ende sein. Ist ja schlimm, hey. Eieiei. Einmal T und dann nur mal weiter. Ach so, ja. Nächste Mal dann, ne? So, der ist wieder zu hoch. Ah, der Millimeter, wo man hier jetzt sieht. Sieht man hier überhaupt einen Millimeter? Ja, also, nee, den sieht man nicht. So ein Synchron-Button wäre schon mal nicht schlecht. Wenn ich so anschaue, passt das ja. Also jetzt T und dann weiter. Also T. Wann muss ich T drücken? Einmal. T und dann weiter. So, okay. Ja, ungefähr so. Von der Höhe her. Noch ein Stück. Das war zu viel. Kamera normal weiter bewegen bei T, was? Ja, Mai, was ist denn da passiert, Mensch? Das ist ja gar nicht in der Mitte. Wie unglaubwürdig ist denn das, Mensch? Hä? Ach so, so meinst du. Mit T kannst du die Kamera ändern. Das passt doch.
Ja. Ist das die Mitte? Sag mal. Nee, das ist die Mitte. Natürlich, der unterste muss natürlich rumzicken. So. Sieht jetzt glaubwürdig aus? So. Ah ja, sieh an, jetzt ist alles markiert. 267. So, 18 Uhr. Oha, so schnell. 15 Uhr. 16 Uhr. 17 Uhr. 18 Uhr. 19 Uhr. 20 Uhr. 21 Uhr. 22 Uhr. 23 Uhr. 24 Uhr. Geht nicht. 00 Uhr. 1 Uhr. 2 Uhr. 3 Uhr. Also die Nacht ändert sich ja gar nicht. Hey. 4 Uhr. 5 Uhr. 6 Uhr. 7 Uhr. Ah, jetzt kommt langsam wieder das Licht. 8 Uhr. Oha. 9 Uhr. 10 Uhr. 11 Uhr. 12 Uhr. 13 Uhr. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ja, also ich finde, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Vom Lichttechnischen her. Alles schön beleuchtet, alles schön hell. Und alles schön farbenbetont. Ja, ich denke mal, mein Kunstwerk ist fertig. Von hinten ist noch ein bisschen rot beleuchtet. Ja, das ist auch okay. Und die Säure, die strahlt hier auch aus. Ach, ich wollte ja noch schauen, ob ich irgendwo ob ich da irgendwo noch Wasser.
Das sind nur Wasserfontänen und so weiter, ne? Explosion. Nee. Flammenwerfer. Schmaler Flammenwerfer. Und Elektrizität. Ja, ist ja gut. Dampfstrahler. Nee. Fallende nee, auch nicht. Rauchstoß, genau. Aus dem nee. Auch klein. So. Grüß dich, Krummling. Herzlich willkommen bei mir auf dem Stream. Ich weiß nicht, Säure, dampft die? So eine Nebelmaschine wäre nicht schlecht. Gab's da nicht so Staubwolke? Guck mal hoch. Nee. Das sind auch noch so Trockeneis, genau. Genau, das war's doch. Fallendes Trockeneis, nee. Wieso? Hä? Fallendes Trockeneis. Das hatte ich aber irgendwie anders in Erinnerung. Lulibert, grüß dich, willkommen auf dem Stream. Was habe ich denn hier? Was ist denn das da, Mensch? Oh, bisschen zu viel. Vor allem irgendwie.
Ja, der reagiert auf Hi. Wenn du Hi schreibst oder Moin oder Hallo, dann schreibt er automatisch halt Hallo. Mano. Fallende Schneeklumpen. Brodelnder Dampf. Das ist doch okay, oder? Das ist doch so okay. Mit dem Dampf. Brodelnder Dampf. So, schon wieder ein Wecker, Mensch. Eieiei. So. Also das mit dem Dampf, das macht schon Sinn irgendwie, ne? Weil mehr Säure, doch, die dampft schon, also. Vielleicht nicht so extrem, aber ja, die dampft. Was sind das für... Was ist das denn? LOL! An die Dampfdinger komme ich jetzt nie mehr. LOL! Ach komm jetzt tief ran, dass die... So tief habe ich dich doch nicht gesetzt, ey. Doch, habe ich. Oh nö, ich will jetzt nicht mit Terraforming arbeiten. Nimm das mit dem Löschen, was? Also rückgängig meinst du? Löschen? Ja.
Doch. Nee, das ist was anderes. Grünzeugs in der Säure ist auch immer gut. User joined your channel. Moment. Moment. Das ist blöd zu schreiben. Ja, kein Du Problem. hast doch, pass auf, du hast doch rechts unten dein Pausenzeichen im Spiel, ne? Und oben drüber ist das Viereck. Ja. Das klickst du einfach mal an. Und dann Auswahl aufheben oder was? Genau, das nimmst mal hoch und dann markierst du mal die Stelle, wo du das Dampfteil hast. Und dann hast du das markiert. Weil mit denen kannst du das ja löschen, mit denen kannst du das bewegen und alles. Genau, und dann müsste es markiert sein. Nee, einfach das markiert zeigen. Siehst du, dann hast du es. Und dann kannst du es bewegen. Okay, und was wollte ich eigentlich machen? Weiß ich nicht. Du wolltest an die Dampfdinger kommen. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht mehr warum. Also ja, ich wollte eigentlich schauen, ob man da irgendwie einen Intervall oder so weiter anschauen irgendwie machen kann, aber nee, hier nix. Ich habe jetzt überlegt, wie schreibst du das? Ja, nee, das ist noch recht schwer zum Schreiben, da hast du recht. Ja. Darum bin ich auch froh, dass ich TS habe. Ich hätte jetzt auch nur geschrieben, rechts an das Viereck Ja. markieren. Und ob das, keine Ahnung. Und dann wäre ich wahrscheinlich da gewesen. Hä, was willst denn? Rechts unten was? Nee, so war einfacher, doch, absolut. Aber ich weiß nicht mehr, warum das nichts auswählen wollte. Absolut nicht. Ich wollte glaube schauen, ob ich da irgendwie den Intervall, also das Tempo irgendwie anders machen kann oder so, aber es geht nicht. Sei froh, dass ich dich auf YouTube gefunden habe. Ja, ich bin froh, ganz ehrlich. Das ist mir eine riesengroße Hilfe, echt. Ey, das kostet bei dir wirklich Geld, ne? Den einen habe ich dir geholfen, dass er gucken kann, warum sein Spiel nicht läuft, also langsam musst du mich bezahlen hier, ey. Geht gar nicht. Ja, ich? Ja, also irgendwoher muss ja mal das Geld fließen. Ich, der wo am wenigsten hat, hallo? Wenn ich mal bei YouTube und Twitch so 1000 Euro verdient habe, gebe ich dir 50% ab. Aber erst nur beim ersten Mal. Aber da kannst du noch lange warten. Jo, also, so. Darf ich jetzt endlich Feierabend machen, sag mal? Oder hast du noch irgendwie was, wo man... Na gut, das mit dem Dampf, das war ja meine Idee. Du findest immer wieder irgendwas. Deswegen sage ich ja, Stream, Uhr, gibt's nicht Uhrzeit. Nee, beim Stream gibt's keine Uhrzeit. Und beim Bauen auch nicht. Oh, gerade da. Man findet immer wieder was Neues zum Bauen. Ja, vor allem irgendwie, wenn du das anschaust, ne? Ach ja, das könntest noch irgendwie effektmäßig einbauen und ach, das auch noch. Nee, aber ich denke mal, so für mein erstes Und- Projekt... Und ganz ehrlich, mit den Stützen sieht das doch realer aus, oder? Ja, passt schon. Das stimmt Weil schon. wenn das Eisenrohre sind, die knicken doch weg, die sind doch schwer. Quatsch. Die halten das... Die reißen höchstens aus dem Beton raus, aber sonst hält das. Siehst du, dann ist das schöne Gebäude kaputt. Ja, nicht mein Problem, ich baue es ja nur. Nee, passt schon mit den Stützen. Das auch. Sieht auch besser aus. Ja. Schade, dass ich die Rohre nicht farbtechnisch ändern kann. Aber Ja, naja, das ist eigentlich schade. Aber überleg mal, man kann in die Rohre reingucken. ja, Die denken an alles. das Ja. ist so. Wer guckt schon in solche Rohre rein? Ja, vor allem wozu? Das musste ich mal fragen. Wozu schaut einer in die Rohre rein? Ich weiß es nicht. Eben. Aber erstmal sowas zu denken, also. Stopp.
Nee, also ich muss sagen, die haben wirklich an allen Scheiß gedacht. Das Kleinste wirklich durchdacht. So, an der Schiffsschaukel dreht sich Rad, das Federzucker, also... Du kannst... Ich will nicht wissen, wie lange die an so einem Karussell da rumwerkeln, bis das geht. Och. Ja, bis das mal so ausschaut, wie es ausschaut, ne? Ich meine, gut, das bringt schon was, innen drin zu gehen, weil dann kannst du wirklich eben zum Beispiel so eine Wasserfontäne oder so machen. Aber dass du quasi wirklich durchschauen kannst, ne? Bis zum Ende, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn. Und das sieht auch noch aus wie ein Rohr, weißt du? Also auch grafisch wirklich pixelgenau. Genau wie bei der Achterbahn, den Kettenlift, wenn man hochfährt, Also, der bewegt sich auch in dem Spiel, wo der sich bei Rollercoaster nicht bewegt. ja, das ist wirklich real. Da wirklich aufs kleinste Detail wurde geachtet. Ja. So, Ah, aber das Spiel ist schon sicher. also so zum Bauen, ja, auf jeden Fall. So, also, Ne, ich will dich nicht weiter aufhalten. nee, ich bin jetzt auch wirklich fertig, glaube ich. Es fehlt aber noch was. Was, wo? War Spaß. Nee, sieht cool aus. Ja, es fehlt noch was, ich weiß auch was. Die Angestellten. Ja, das kotzt mich auch immer an, dass die selbst beim freien Spiel kündigen. Na gut, du könntest ja Pause machen, oder? Dann bewegt sich nicht mehr und die kündigen nicht, oder? Ja, aber das ist ein freies Spiel, da kann man kein Geld verdienen. Doch, warte doch jetzt mal. Ich zeig dir, wie du Geld verdienen kannst. Ja, so ja, aber ist unbegrenzt. Was willst du mit Geld? Ja, natürlich, aber, ne? Spielprinzip. Wenn du am Baum bist, baust du halt einfach diesen Weg, dann kündigen sie nie, weil sie immer was zu trinken haben. Okay, ich könnte die Länge eigentlich des Weges größer machen, aber ist ja egal. So. Jetzt kommen sie nämlich rein, jetzt verdienst du doppelt. Nee. Oder? Schaust du, alle nur zum Trinken kommen sie vorbei. Ja, ich sehe es ja noch nicht. Achso, ja. Und jetzt lachen, wenn hier hunderte Leute kommen, nur wegen Trinkbude. Natürlich, warte ab. Kommt mit der Zeit. Ja, 3 sind, ne, 4 sind, ja, ne. Eine Großfamilie mit, mein Gott, haben die viele Kinder, hey. 4 Kindern und eine kleine Familie mit einem Kind. Au. Zuerst laufen sie erstmal 10 Minuten bis 20 mit. Und wie viel Eintritt bezahlt sie fürs Trinken? Warte, ich glaube, ist noch kostenlos. Warte mal. Nee. No, nix. Wollen wir was verlangen? 5 Euro. Ja. Ja, irgendwie muss die Arbeit schon bezahlt werden, oder? Oh, okay. Nee, dann drehen sie um. Nee, also 50 Cent. Komm. Ja? Oh, auch nicht. Okay. Ja, wegen der Trinkbude. Naja. Und die drehen auch um. Haben nichts gekauft. Logisch. Warte jetzt. Und wenn ich jetzt die nochmal baue, dann haben wir schon 2 Getränkebuden. Ja. Kannst ja auch die Buden auswechseln, dann hast einen Essensstand mit dem gleichen Design. Naja. Multifähig. Ja, ich will dich mal nicht aufhalten. Nee, machst du nicht. Ich mache jetzt Schluss. Mal noch eine Stunde an der Couch, bis sie Fernsehen gucken, dann fertig machen, auf Arbeit gehen. Ja. Jetzt hast du gar nicht geschlafen, wie? Ja, doch, nach der Arbeit habe ich geschlafen. Ah, okay. Dachte schon, jetzt bin ich schuld, dass du jetzt die Nacht durchgemacht hast. Ah, ich habe schon 4 Tage durchgemacht, also... Was? Da war ich noch nicht müde. Klar. Hallo? Geht's noch? Denk an deine Gesundheit. Ach so, Also, wollte ich dir noch schreiben. was? Habe ich aber nicht. Ich habe deinen 12-Stunden-Streamer angeschaut, ne? Mein Ich einer, habe den sogar
Du meinst was auf YouTube oben ist, das habe ich mir zu Ende geguckt. der 24-Stunden-Stream, oder nicht? Ja, oder Also, 24 Stunden. Eigentlich sind sie Genau. 21 geworden. Ja, aber du warst irgendwie schon bei 90 Stunden müde. Ja, Das sah lustig aus. da fing's langsam dann an, ja. Das ist so. Also ich habe einen 24-Stunden-Stream gemacht. Alle haben gedacht, ich bin eingeschlafen, aber ein Kumpel wurde ins Krankenhaus gegeben, weil er einen Autounfall hatte und ich habe vergessen, den Rechner auszumachen. Ach, scheiße. Ja. ja, Ja, das ist aber ist... schon alles geklärt. Wieder. Naja, So. passiert. Oh, scheiße, jetzt habe ich Sehr das gut. Foto vergessen zu schauen. Gut. Ich lade das Dings noch hoch und dann, also wenn es klappt. Und dann mache ich auch Feierabend. Ja. Ich wünsche mal an deine Zuschauer allen gute Nacht und ich bin jetzt weg. Jo, dir auch. Danke noch für guck die noch Tipps bis zum Ende zu. und Jo, bitte. bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Jo, tschüss, ciao, Ciao. ciao. User disconnected from your channel. So. Welchen Blickpunkt nehmen wir denn? Den oder den? Ah, ich nehme den da. Der passt. Oh, schau mal. Die trinken wirklich, die kaufen wirklich was zu trinken. Die kommen nur in den Park, um was zu trinken zu kaufen. Das glaubst du ja nicht. Und jetzt laufen sie wieder raus und erzählen allen, hey, da hinten gibt's feinen Space Coffee. Nee, die drehen schon jetzt um. Wollen das Spektakel hier bei Star Wars nicht sehen. Oder haben Angst, ne, weil da geschossen wird. Hilfe, da wirst du erschossen. Oder die haben keine Lust mehr zum Laufen, aber, ne? Da, ihr die zwei, meine Helden, die sind extra da hinten hingelaufen, um was zu kaufen. So, Kollege, wo bist du? Ist das meins? Space Café, ja. Auf Steam Workshop, das ist mein erster Steam Workshop überhaupt, wo ich hochlade. Nur so als... Was? Nur so als Info, Leute. Nutzbedingungen... Jo. Angst. 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 Ich auch. Space Coffee. V1. Parkbewertung +2. Yay! Blueprint, Shop and Factory, Auto Building, Buildings. Drink Shop, Szene. Beschränkt. Trinken im All, Space Coffee und Shake. Shakes. Ich habe eine Rechtschreibeschwäche. Wie schreibt man Shake? Shake, das sollte so richtig sein. So, mehrere Screenshots geht ja nicht, ne? Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch irgendwas ändern kann, wenn ich den hochgeladen habe. Aber ja, passt. Sieht cool aus. Lade auf Steam hoch. Ob das geht? Oh, hat sogar funktioniert. Hey. Beschreibung. Space Coffee. So sieht es also aus, wenn man da was... Fügen Sie Links zu... Was? Fügen Sie Links zu Ihrer anderen Seiten hinzu. Unix LP, grüß dich. Link hinzufügen. YouTube, Twitter, Facebook. Oh Gott, ich kann doch die Daten nicht da sein. YouTube. Hat mir mal jemand meinen YouTube-Link? YouTube, wo bist du denn?
Panel bearbeiten, ne? Machen wir doch das einfach mal so. Wie Milchshake. Jo. Ist das jetzt für den YouTube-Channel hier? Ja. Jo. Gut, was wollen Sie denn noch? Das habe ich nicht, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Twitter. Jo, habe ich das? Jo, habe ich. Zack. Zack. Facebook. Habe ich das hier? Jo, habe ich doch, oder? Jo. Zack. Zack. Wunderbar. Jetzt könnt ihr mir noch zuschauen, wie ich das Zeugs ausfülle. Lol. Aktualisieren. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Ach Gott, ist unglaublich, ne? Das ist mein erster Workshop, wo ich hochgeladen habe, also darum dauert das bei mir immer noch ein bisschen, bis ich da alles gemacht habe. Titel und Beschreibung bearbeiten, Bild und Video hinzufügen, Mitwirkende hinzufügen. Ja, da mache ich mal den Sunlight und den Xerox dazu. Soll ich? Nee, oder? Ein Änderungshinweis. Was? Benötigten DLC hinzufügen. Ne, benötigte Gegenstände hinzufügen. Was? Weiß ich doch nicht. Sichtbarkeit ändern. Öffentlich. Jo. Links. Erstellt von, ja. Einzelaufrufe. Ja, meiner. Haha. Habe ich das jetzt schon hochgeladen oder muss ich das noch irgendwie speichern oder irgendwie so? Nee, oder? Hat jemand hier Erfahrung? Hilfe! Teilen auf Facebook. Ja, da muss man sich noch einloggen. Ich glaub's, es hackt. Ich glaube, es hackt bei dir. Teilen. Bei Twitter? Ach, da muss ich mich auch einloggen. Ja, da machen wir das noch ein bisschen anders. Patrick, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Stream. So. Ha. Machen wir doch das ganz einfach. Facebook. Hier. Wollen wir hier. Voilà. Ha. So. Was man alles zum Ende noch alles macht vom Stream. Unglaublich. Ja. So. Facebook. Komm schon. Ja, ich schreibe mal auf Deutsch, ne? Mein erster Workshop von Planet Coaster. Ach ja. Planet Coaster. So. Oh no! Da habe ich mich schon gewundert, was da hier, da. Ja. Ach Gott, ist das kompliziert, liebe Freunde. So, mein erster Workshop bei Planet
Coaster. Coaster. So. Und ein Link dazu. So. Twitter. Yeah. Ich bin ja voll absolut gar nicht aktiv auf Twitter. Ja. So. Eine Änderungshinweis. Was habe ich denn da geändert? Sag mal. Update, ja. So. Hä? Okay. Cool. Ob das jetzt so funktioniert. Oh, schau mal. Noch mehr, die nur die Durst haben und in meinen Park kommen. Ha! Es läuft, das Geschäft. Es läuft. Es läuft. So, liebe Freunde. Mein Wecker sagt auch langsam gute Nacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und falls ihr ja. Und falls ihr irgendwie diesen super tollen Getränkeladen wollt, der laut Sunlight zu groß ist, überdimensional, aber im Space ist alles groß, nur so nebenbei mal so erwähnt. Nee, wer diesen tollen Space Kaffee haben möchte, der kann es im Workshop gehen. Ihr könnt natürlich auch Änderungen vornehmen, falls irgendwas von eurer Seite nicht so ist, wie ihr das hättet wollen oder so weiter. Ne? Ja, auf jeden Fall mal schauen, was ich beim nächsten Mal mache. Vielleicht werde ich da nur so ein kleines Schauspiel machen oder eine kleine Kinderachterbahn, Abenteuerachterbahn versuchen. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich mal überraschen, auf jeden Fall. Das ist mein Finish-Projekt und ich bedanke mich, dass ihr mit mir zusammen daran gesessen seid und mir geholfen habt mit Fragen beantworten und auch mit Hilfestellungen. So, auf jeden Fall, ich sage jetzt Tschüss und jo, zum Abschied gibt es wieder eine Reklamation bei YouTube, wenn ich das mache, aber das ist mir eigentlich jetzt egal. Bringe ich noch die schöne Achterbahn von Cyrex und verabschiede mich damit. Auf Wiedersehen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Falls der Player dann auch geht. Der will nicht. Wieso willst du nicht? Doch, der will schon, aber der braucht noch eine Zeit. Aua. Oh. Ja. Will er oder will er nicht? Der will. So. Tschüss.